So, hallo, hi, Test. 1, 2, 1, 2. Hallöchen. Das war laut, oder? Ja. Meine Stimme ist vielleicht noch ein bisschen angeschlagen. Ich war ein bisschen unterwegs am Wochenende, aber jetzt bin ich wieder da und Stimme hin und her. Wir spielen heute Vampyr weiter, weil das ist geil. Und ich habe Blutdurst. Großen, gewaltigen Blutdurst. Und ja. Die Woche halten wir uns wahrscheinlich so gar nicht an unseren Streamplan. Also ja, stellt euch schon mal drauf ein. Es herrscht Chaos. Und wenn alles klappt, starten wir morgen Photoshop-Streams endlich wieder. Ja, ihr habt richtig gehört. Aber jetzt gehen wir nach London 1918. Wir sind Jonathan, wie heißen wir? Reed? Glaube ich. Und töten Dinge. Oder werden getötet. Könnte beides sein. Ja, let's go. Hello there. So, wo ist mein Spiel? Wieso wird das jetzt aufgenommen? Na gut. Da. Ach ja. Das kann weg. Okay. Ah ja, hier. Bluttrank. Ah, da habe ich Bock drauf. Wie war das? Genau, wir sind letztes Mal... Boah, ich hole mir gleich so ein Ding für den Hals. Ey, ich kann mich selber nicht hören. Das ist ja fürchterlich. Wir sind letztes Mal hier reingestolpert in diese Enklave hier im Untergrund. Welch Wunder, dass es sowas gibt. Keep your distance, Echo. Und da gibt's Leute. We're at your mercy. Will you end us? Manche mögen uns, andere weniger. Manche haben anscheinend Angst vor uns. Oh, Bridget allowed me to wander above some years back. It was unpleasant. Jedenfalls gibt es hier massenweise solche Skals. Wir können mit allen interagieren, aber die wenigsten reden wirklich mit uns. Es gibt auch Loot. Ja. Ich glaube, die haben wir schon angequatscht. Okay, die wiederholen sich. Die wiederholen sich auch, okay. Ja, es gibt 10.000 Ebenen. Es gibt Türen. Ah, das sieht nach Mainquest aus, okay. Gleich, aber nicht sofort. Oh, da ist noch was. Okay, die Ecke hier merkt man uns. Hier geht's irgendwo runter. Da pisst einer ins... Wow. Wow. Okay, hier geht's offenbar weiter. Machen wir später. Den haben wir auch angequatscht, oder? Ja. Hier ist ein Pfeil. Da geht's noch rauf. Eternal gratitude for your protection, Master. Wir nennen uns schon Master? Okay. Stopp, wer bist du? Achso, das... Die Kunde verbreitet sich ja recht schnell. Oh Gott, ist das verwirrend. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Oben. Okay. I've not seen beyond these walls in such a long time. Da ist ein Eingang. Ah, das ist ein
anderer Eingang. Der ist im Osten oben. Oh, oh. Kohle. Was ist denn das hier eigentlich? Sollen das Felsen sein? Die glänzen aber schön. War ich hier? Nö. Warum heult denn der? Eternal gratitude for your Ist mir protection, We're at your Master. mercy. Will you end us? Okay, hier kommen wir mal her. Hier drinnen waren wir, ne? Ja. Hier gab es nichts. Da drüben waren wir auch. Waren wir hier unten? Nö, oder? Und da oben gibt es, glaube ich, auch noch was. Yep. How is London? I've not seen beyond these walls in such a long time. Ich bin vorher dort lang, jetzt müsste ich noch hier lang, ne? The vampire hunters will never find us here. Warum bist du dir so sicher, dass die dich da nicht finden, Freundchen? The vampire hunters Oh, will Bridget never says find us you are here. one to Sehr trust. überzeugt. We're at your mercy. Will you end us? Hier geht's auch wohin. Oh, okay. Also es gibt 3 Ein- und Ausgänge. Aber offenbar nur eine Person, die wir anquatschen können. Wir haben sie verpasst, so ein Schnellreisedings zu machen. Schade. Und das hier ist Bridget, wie? Hello, Harriet. You das ist recognize Harriet. me. So war's. Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Ei, 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 ei. How do you feel? I can't see. I can't move. Oh, my body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Okay, weird, I guess. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Nicht im Ernst, oder? Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why flee with Sean Hampton? It's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Wollte sie von ihm getötet werden? Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions.
The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Naja, ich glaube das schon. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Jemand sucht nach uns. Und wir suchen auch noch jemanden. Und hier ist noch eine Kiste. Ah ja, und schon steht jemand vor der Tür. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the sewer Skals. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skals I've encountered. True. I'm not like most Skals. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Sie erzählt einfach gar nichts. Can I be of service to you?
We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. For how long have you been in hiding here? Skals have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skals, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skal. I've no idea as to what blood made her. What is a Skal, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Ekon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Dem Pfeil. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Okay. Wir sollen dem Pfeil nachgehen. Aber hier? Was war hier? Oh, das ist ja ein Mensch. Okay. It's locked, all right. Wer ist das da hinten? Versteckspiel. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Sir, you have no idea what could happen to you if you stay here. Why don't you go home? For fuck's sake. Do I have to punch you in the face to make you disappear? Leave me be! It's my duty to insist. Death lurks everywhere. I must ask you to go back home. I'm safe here, don't you get it? I'm better off risking the flu than catching a bullet. Am I clear enough? I see. Well, since you are obviously hiding from a threat, don't you have a safer place to go? Do you think I'm stupid? The Night Asylum, the Turquoise Turtle, even Miss Gillingham's attic. I tried them all. No, this is my only chance. Rodney Grader. Tja, keine Ahnung. Wir haben es versucht. Aber witzig, dass er genau hier haust. So nah. An denen hier. So, dem Pfeil nach. Kanalisation beim Uferdamm. Ach so, das heißt, wir kommen jetzt quasi hier raus. Ich glaube, wir sind irgendwo
Nö, das war schon auch hier, oder? Hier sind wir rein. Und hier kommen wir gerade raus. It's locked. Ah, okay. Spiel? Spiel? Jetzt, okay. Da oben ist Blut. Da liegt einer. Eine Halskette, hübsch. It's locked, all right. God damn it. Ach, jetzt sind wir wieder bei Sean. Aber wenn das zur Notunterkunft gehört. Was bitte ist denn das hier alles? Inklusive Säge. Aha. Was ist hier drin? It's locked. What is this place? So, Freundchen. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Sein crazy Blick. Ganz schön mutig. Verbergen ihre Absichten, beschützen Sterbliche und Skals. Er isst Menschenfleisch? Und was ist mit den Leichen da unten? This shelter is the tip of the iceberg. You hide your game well, I'll give you that. We are God's children, Dr. Reed, one and all, and he's determined to save us. Ne. What will be the result if you continue to assist both Skals and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skal now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty.
I am a seeker of his glorious light. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London? Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Ja, es könne nicht ewig so gehen. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I haven't the luxury of being able to satisfy my hunger on staunched blood and lifeless flesh. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Warte. Für 500 XP kann ich ihn heilen mit meinem Blut. Ich kann ihn auch aussaugen. Beschonen. Was heißt in dem Fall heilen? Das heißt doch, dass ich ihn auch zum Vampir mache. Es ist natürlich verlockend. Aber wir wollten ja Leute verschonen. Auch wenn sie komplett durch sind. Es sind alle hier komplett durch. Er halt besonders. Er isst Tote und saugt sie aus. Ja, okay. Andererseits, es gibt deutlich Schlimmeres da draußen. Ich will meine 500 XP nicht opfern. Mir zu teuer. Ich verschone den. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your
kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here. Anytime you're in the neighborhood. Na gut, das ist ja lieb von ihm und so. Oh, ich habe eine neue Bahnstufe dadurch. Dieser Bezirk wird bald durch die Konsequenzen deiner Handlungen leiden? Ja, habe ich schon wieder das Falsche gemacht? Welcher Bezirk ist denn das jetzt überhaupt? Das ist der erste, ne? Die Docks sind... Gott, wie viele Quests ich schon wieder habe. Okay, warte. Langsam. Also eine andere Bezirksübersicht war hier. Er ist die Stütze. Schon alleine deswegen wollte ich ihn nicht irgendwie... Das ist mir ja bei ihr schon passiert. Der ist jetzt auf stabil. Der hier ist auf bedenklich. Wo wohnt der Rufus nochmal? Den müssen wir nochmal suchen. Ich schau mal, beim Krankenhaus ist gerade so gut wie alles erledigt. Wie schön ist das eigentlich? 100%, richtig nice. Das ist echt schade, dass uns der gestorben ist. Da fehlt uns jetzt wahrscheinlich so einiges. Whitbeat. Wer war denn? Ah, er hier. Bei ihm blinkt verloren. Why is he lost? Kann ich wohl gerade nichts machen. Außer die Quest von anderer Seite weiter. 6000 XP, der Bahnstufe 6 Roller. Ich habe jetzt welche Bahnstufe? 3, okay. Ich brauche Heilung, neue Sera und noch so einiges. Warte, hier komme ich her. Warum schreit da draußen jemand? Da liegt einer. Ah, was ist das? Lieber Gott, das ist mein Gebet für meine geliebte Mutter, Gertrude Paxton, die nun im Himmel auf ihre Töchter wartet. Bis zu jenem Tag danke ich dir dafür, dass du mich aufwachen und jeden neuen Tag in redlicher Armut und Bescheidenheit durchleben lässt. Bitte beschütze den guten Mr. Hampton, der uns in seiner Notunterkunft schlafen lässt. Ich bitte dich untertänigst, mir den Unmut zu vergeben, den ich seit Mutters Tod für meine Schwester Giselle empfinde. Bitte segne ihre Seele. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich erhörst. Amen. Lottie Paxton. Deren Mutter ist gestorben. Warte, war das die Nette? Das war die Nette. Das war die... Ach, das sind Schwestern. Ja, jetzt sind sie sich auch ähnlich, ja. Die eine war die Nette, die andere war die eher so grimmige. Tja, das siehst du mal. Wieder so einen kleinen, dezenten Hinweis gefunden, der uns ein kleines, dezentes Stück weiterbringt. So, Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Okay, mit ihm reden wir als allerletztes. Die beiden Schwestern sind da. Sollen wir die Leiche zuerst untersuchen? Eigentlich sollten wir die Leiche... Ich habe nur Angst, dass die weglaufen. Weil weit laufen die ja nicht, ne?
Die Latsch nicht weit. Nee, nee, nee. It's locked. Ich gucke nur, ob ich da noch was übersehen habe. Sieht nicht so aus. Gut, zuerst die Leiche. I know this brooch. This is my mother's. Was? A birthday gift from father. Ach, hör auf. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Was ist denn da los? Hallo Squire, dankeschön. Jetzt locked, allerdings. Allerdings. Immer noch. So gut wie alles. Und hi, wie geht's? Wie war dein Wochenende? Ich quatsche mal mit den Damen. Fangen wir mal mit der Bösen an. You again? What do you want? Giselle, I know you sleep at Hampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister. I am grateful, of course. But he gives me the creeps. Why is that? He's always sad. Like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God. To give ourselves to the Lord. Creepy. Allerdings, ja. Stimmt, wie geht's dir? Also, die ist gesund. Okay. Persönliches? Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. Oh je. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. It was hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. Ja, sie ist jetzt zwar nicht ja. Sie hat das nicht so gemeint. Sie sollte mit ihr reden, verdammt. Und schon wurde ich in eine Entscheidung reingeschmissen, die ich noch gar nicht treffen wollte. Aber ich bin immer für reden. Immer reden. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, So the wichtig. truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Das mit Schlaf zu kämpfen, oh je, das klingt nicht gut. Ich hoffe, das wird wieder besser. Ich werde auch bestimmt irgendwann mal wieder früher zu streamen beginnen. Fang ja auch immer so spät an erst. Aber ja, regel das mal. Und dann kommst du einfach entspannt wieder. Real Life geht vor. Ich habe die Diebe, das war sie mit der Geldbörse, ne? Ich gehe noch mal bei ihr kurz. Na warte, das können wir noch machen. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Was? Ach so. Well, I'll leave you for now. Sie kriegt Goodbye, keinen Miss Job Paxton. bei ihm? Aber wer war denn er? Glad to see you again, Mr. Reed. Sie ist einfach das krasse Gegenteil von ihrer Schwester. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her, plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Ei. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least.
Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Ja, Of den hab ich course. auch gehört. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. Das Ding ist, der liegt halt genau hier vorm Eingang. Ganz zufällig, als wir da drinnen sind. Ist doch kein Zufall. You again? What do you want? Gut, dann machen wir das hier noch. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Warte. Moment. Annette Gillingham? Der ihr Sohn? Wer ist das jetzt? Keine Ahnung. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Naja. Mörder. Ich habe da schon so andere Dinge so gehört und so. Ich weiß nicht. Kommt mir jetzt nicht ganz so abwegig vor, tatsächlich. Das alles. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Why does that upset you so much? I wish I had found the time and words to tell him how important he was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Die zeigt ihr neuerdings Einsicht für ihre Handlungen. Krass. Sie ist also im Inneren vielleicht doch nicht nur so böse. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Fragen wir sie noch kurz. Immerhin sind die ja Glad to Schwestern. see you again, Mr. Reed. Kann ja sein, dass wir bei der einen dann noch was zum Ansprechen bekommen. In dem Fall Goodbye, offenbar Miss nicht. Paxton. Na gut. Dann auf zum schwierigen Gespräch. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Er steht vor einer Leiche. Lol. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Da
dachte, da kommt jetzt irgendwas. Das war alles. Vom Dach. Aber damit der hier aufschlägt. Vom Dach aus müsste der ja hier oben an der Spitze gestanden sein. Seltsam. Und wie gesagt, er landet nicht zufällig vor dem Eingang, wo wir gerade drinnen sind. Nö, das tut er nicht. So, pass auf. Der junge Mann und die Kanalisation. Wen können wir denn zu diesem Thema befragen? Vielleicht müssen wir wieder einen Brief oder sowas finden. Ich brauche auf jeden Fall mehr Leben. Und Blut. Ich brauche Blut. Ja, nun. Herkunft der Skals. Es wurde vor einiger Zeit nachgewiesen, dass Skal ein mundartlicher Name für eine andere, niedere Spezies von Blutsaugern ist. Häufig erscheint ein Skal das Opfer eines Vampirangriffs zu sein, das auf wundersame Weise überlebt hat und als verzerrte Version seines Schöpfers wiederkehrt. Viele Beobachtungen, die unser Orden über Jahrhunderte getätigt hat, legen nahe, dass Vampire Skals, die sie für minderwertige Kreaturen halten, gemeinhin verachten und töten. Also Skals werden von allen gejagt und getötet, von Vampiren und von Menschen, ne? Der Name an sich bedeutet Sklave. In anderen Sprachen heißen sie Sakaliba, Arabisch, Sklavus, Lateinisch oder Sklavenoi, Griechisch. Dies zeigt einerseits, wie alt diese Wesen sind und andererseits, was ihre Schöpfer von ihnen halten. Das ist der Grund, weshalb Skals oft kleine und verschiedene Gemeinschaften bilden, die eng zusammenhalten. Es ist bemerkenswert, dass sich Skals auch selbst so nennen. Dies deutet darauf hin, dass sie ihren Status als unterlegene Gesinde der Vampire vor langer Zeit akzeptiert haben. Bleibt ihnen wohl nichts übrig, ne? Es ist schwieriger für einen Skal, seine monströse Natur zu verbergen. Blasse Haut, furchtbare Zähne, merkwürdige Auszehrung, geweitete und starrende Pupillen. Viele haben ihr Haar vollständig verloren und sind von Wunden und Narben bedeckt, die nie komplett heilen und offen bleiben. Sie scheinen auch überleben zu können, indem sie das Fleisch von Toten essen. Aha. Während Vampire das Blut der Lebenden benötigen. Sie sind vielleicht der reale Ursprung des mythischen Ghouls, dieser volkstümlichen Figur, die auf Friedhöfen lauert und Tote frisst. Ein Skal ist eine armselige Kreatur. Meistens fürchten sie, von Menschen oder Vampiren gesehen zu werden. In manchen Gegenden wurden ältere Skals gesehen, die als Diener oder Sklaven für Vampire Arbeit verrichten und so Sicherheit gegen Freiheit eintauschen. Die meisten Skals stammen von Äckern ab und haben einen menschlichen Umriss. Viel seltener sind Skals, die sich mehr wie Hunde oder Wölfe verhalten. In alten Schriften heißen sie VAMPYRs. Mindestens eine dritte Art existiert, die die Form von Vögeln oder Fledermäusen annimmt. Diese werden Corvus genannt. William Marshall persönlich bezieht sich in seinen Memoiren dreimal auf fledermausartige Kreaturen, die er Vampir nennt. Es kann noch weitere bisher unentdeckte oder unbekannte Arten geben. Aus dem Brunnen des Wissens trinken von Usher Talltree, Primas von St. Paulus. Ja, nice. Noch was gefunden. Nicht das, was ich gesucht habe, aber... Oh, warte mal. Anti-Vampir-Plakat. Ach, die hätte ich nehmen sollen, ne? Die Gefahr ist unmittelbarer, als Sie denken. Sie sind bereits hier. Lassen Sie sie nicht das Königreich übernehmen. Haben Sie einen Vampir gesehen? Holen Sie sich Hilfe. Ichabod Throckmorton, sachkundiger Vampirjäger. Das Plakat ist aber süß. So. Und wo soll ich die Plakate nochmal anbringen? Aber ich will eigentlich auch die andere Quest machen.
Ich habe mich hier offenbar noch nicht wirklich umgesehen. Das holen wir auf jeden Fall noch nach. Warum ist denn hier draußen? Bin ich doof? Was kann ich hier machen? Nicht, dass ich jetzt die Plakate hier reinwerfe. Ich muss mal kurz die Nebenquest nochmal lesen, bevor ich hier einen Blödsinn mache. Oh, schau mal, Kapitel 3 ist offenbar deutlich länger. Verbrenne die Plakate. Hm. Ich kann sie verbrennen. Okay. Deswegen ist es F hier. Ich kann hier keine Waffe zücken. Schade. Das ist hier nix. Warte mal. Reston Dogs. Okay, hier geht's aus dem Kreis raus. Der hat uns schon gesehen. Na gut. So, ich brauche dringend ein wenig Heilung. Drittes Mal geht sich nicht aus, oder? Doch. Nice. Wieso ist denn das? Schwarz ist ein Bug. Okay. Was habe ich? Ach so, die Wohnung soll ich. Okay, okay. Was ist hier oben? Ist das eine Unterkunft? Da liegt eine Leiche. In der Nähe ist noch jemand. Wir wissen nicht, wer sie ist. Aber die braucht ihr Zeugs ja eh nicht mehr. Oh, das hier ist größer. Ist das eine Bar? Was ist denn hier passiert? Es ist eindeutig irgendein Etablissement, in dem ich noch nicht war. Da unten geistert einer rum. Ich gehe gleich zu ihm, ich schaue mich nach oben um. Gott, ich liebe sowas. Verlassene Häuser, wo du drum spazieren kannst, dich erstmal umschauen und so. Richtig nice. You always ask me for advice, Jack. Why have you stopped? Hier gibt es
2 Personen in der Nähe. Wie kommt man denn runter? So schnell komme ich da gar nicht runter. Wie cool ist das hier alles? So viel zu entdecken. Eine Schmiede. Hier geht's ja auch noch wo rein. Oh mein Gott, wie cool. Okay, jetzt bin ich hier. Sorry, sir. No admittance. Easy does it, boys. We can deal with this vermin. It's a leech! Christ! He's dead! Nun. Gut. Also hier gibt es echt noch viel zu finden. Hier unten war man theoretisch mal. Aber hier in der ganzen Gegend gibt es wohl noch ein paar Ecken. Vor allem ich muss zu diesem Innenhof zurück. Wo war der jetzt? Ist das hier? Warte, da ist eine Tür. Wo geht's hier hin? Ach du Scheiße. Aber hier war ich schon mal. Sonst wäre hier ja was. Na, Hauptsache da waren noch Münzen und hier auch. Hä? Verwirrend. Was ist denn jetzt mit dieser Plakatquest? Ist die jetzt eigentlich erledigt oder muss ich die noch irgendwo anbringen? Das ist alles unübersichtlich hier. Ich bin gar nicht da, wo ich sein wollte. Swansea-Dialog. Ashbury-Dialog. Das weiß was versehentliche Marker. Quests sind wo hier? Ich soll 5 Plakate kleben. Aber wo müssen die denn überall hin? Ich glaube, ich muss nur noch ein bisschen durch die Straßen streunern.
gerne mehrere Nebenquests einchecken. Da komme ich zurück auf das Gelände. Okay. Durch die Tür oben sind wir gerade rein. Was war hier? Das ist so unübersichtlich. Ah, das war die, okay. Mhm. Wo war dieser Innenhof jetzt nochmal? Da waren die Plakate. Aber wo überall muss man denn Plakate anbringen? Hier nicht. Gibt's hier was? Tatsächlich. Da. Nö. Also nochmal hier lang. Hier geht's ja raus. Achso, ich könnte mal. I can't believe I'm doing this. Hallo Razzi. This is despicable. Ich habe also gar keinen Plan, wo und was. Vielleicht sollte ich die andere Quest mal einchecken und zuerst erledigen? Vor allem, was zählt denn jetzt alles als East End? West Docks. Warte mal. Mit East End Docks sind alle 3 Gebiete gemeint, oder? Verstehe ich das richtig? Ja, okay, vermutlich, ja. Aber ich will ja eigentlich die andere Sidequest versuchen zu lösen. Da habe ich irgendwas noch nicht gefunden. Es könnte halt in diesem... wo ich vorher die Menschen gesehen habe. Das war doch hier. Da war doch dieser... hier, aber wie komme ich da runter? Are you certain you're not lost, sir? You seem quite the stranger to these parts. Ich kann hier nicht... Doch, ich kann hier runter. Oh Gott, bin ich blind, ey. Ich hab's einfach nur nicht gesehen. Smelly Fish. Da ist eine Tür. Und da hätte ich einfach durchlatschen können. Warte mal. Wow. Da komme ich quasi gerade her. Wow. Wie schlecht bin ich eigentlich gerade? Uff. So, wer bist Good du? evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Aha. Martin Nightingale, at your service. Die Please, Nachtigall. take a look at my wares. Händler. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep.
I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Aha. Zog die Karriere eines niederträchtigen Händlers, der eines Gangmitglieds vor. Jetzt mal jetzt als Händler niederträchtiger als als Gangmember. Okay. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Anne Gillingham again. Verwechselt ihren Sohn Jack manchmal mit Mother Nightingale. Und Jack ist der Typ, der tot ist, der aber befreundet war mit der einen von den beiden Schwestern. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Das war jetzt live in London, dann haben wir Persönliches. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Okay, ein Eigenbrötler, ja gut. Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. Vampirfraktionen und Skals. Was zu lesen? Her damit. Eine Spieluhr, in der sich ein gefalteter Brief befindet. And it's mine. Aber wieder nur gewöhnliche Teile, die brauche ich nicht. Belebende Blutprobe. Für ein 100er. Eine kleine Menge belebendes Blut mit dem Ausdauerserum für Vampire hergestellt werden können. Damn it. I need this. Okay, pass auf. Was habe ich dem jetzt alles abgekauft? Adresse haben wir hier in der Geldbörse, die Brosche, die Spieluhr. Okay, manche Dinge kann ich ansehen, manche nicht. Schauen wir uns doch mal diese Spieluhr an. Mein lieber Jack, solange ich noch die Kraft und den Willen dazu habe, schreibe ich dir diesen Brief. Nicht, dass ich etwas zu verstecken oder zu fürchten hätte, außer vielleicht zu vergessen, was ich dir mitteilen will. Ich wusste immer, dass du eine bedeutende, nette und gütige Persönlichkeit wirst. Ich wusste es, seit du ein Kind warst und damals lieber Bücher lasest, als draußen zu spielen. Ich wusste es, seit du mir noch vor der Schule halfst, die Einkäufe zu tragen. Und dann nach der Schule beim Hausputz zur Hand gingst. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Nicht nur, weil ich deine Mutter bin, sondern auch, weil du so gut mit allem um dich herum umgehst. Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so zu einer Last für dich wurde. Vergiss niemals, dass ich dich liebe. Ich hoffe, du vergisst niemals, dass du auch mich liebst. Ja, Mama hat dem Sohn einen Brief geschrieben. Fühlt sich wegen ihres Sohnes schuldig. Eigentlich ist der Brief ja lieb. So, irgendwo hier hinten ist noch... Ach, das ist Miss Gillingham oder Mrs. Gillingham. Ja, Mrs. Good evening, Miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you.
I'm sorry. Your medication. Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Chillinghams Haus. Sie hat Kopfschmerzen. Okay, wäre ein leichtes Opfer für ein paar XP. Sie ist ein bisschen messy. Kann jetzt aber da wahrscheinlich auch wenig dafür. Aber der Ofen in einwandfreiem Zustand. Hat auch ein hübsches Feuerchen hier. Ja. Bücher hat sie. Komischerweise sieht das Regal verbrannt aus. Der Rest eigentlich nicht so. Seltsam. Erstmal Dinge klauen. Ja, liest offenbar. Bilder gibt's auch. It's locked, all right. It's locked. Das war nicht gelockt. Okay, kein Hinweis hier. Aber da liegt noch was. Unvollendeter Brief. Rodney, ich habe gerade erfahren, was heute Nacht passiert ist. Ich bin zu deinem Haus gerannt, aber du warst schon weg, also schreibe ich dir diese Nachricht. Hast du ihn wirklich getötet? Ich kann es nicht fassen. Warum? Was ist passiert? Ich muss wirklich dringend mit dir reden. Bitte setz dich irgendwie mit mir in Verbindung, wenn du diese Nachricht erhältst. Da ich weiß, dass du zu großer Vorsicht neigst. Und um dir zu beweisen, dass dies keine Falle ist, lass uns ein Erkennungszeichen vereinbaren. Ich pfeife meinen Namen, Jack, im Morsecode und du deinen. In Ordnung? So weißt du, dass ich es wirklich bin. Momentan ist es gut, dass du dich versteckst. Die Red Boot Boys machen die ganze Gegend unsicher und lassen alle wissen, dass sie den Mann bestrafen werden, der einen von ihnen getötet hat. Ich bin sicher, wir können diese Angelegenheit irgendwie regeln, sobald sich die Gemüter beruhigt haben. Okay, also Jack kannte jemanden, der einen Red Boot Boy getötet hat. Oh Gott, das wird wieder kompliziert. Ach. Das ist Rodney. Ah. Da habe ich den Hinweis gefunden, bei ihr zu Hause. Ja, nice. Perfekt. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Yeah, whatever. What can you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Okay. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Tell me, Enid, why do you feel guilty about your son? I know I'm a burden to my Jack. I know my mind and my thoughts are drifting away. I'm so sorry. I can't help it. This is not your doing, Miss Gillingham. You do not have to apologize for your condition. Of course I don't, Doctor. I've done nothing wrong, I swear it. What exactly are we talking about here? Ja, die ist halt alt. Okay. Goodbye, Miss Gillingham. Wirklich weitergebracht hat sie uns jetzt auch nicht.
Ich glaube, der Hinweis in ihrem Haus wird das bessere Ding. Ach, hier ist er. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Ich habe auch nicht, warum nenne ich alle immer irgendwie Young Man, Boy oder whatever? Ach, verdammt, ich konnte es ihr noch. Konnte ihr noch Tabletten geben. Er ist gesund, der andere. Good evening, Miss Gillingham. May I come in? Of course, of course. So, Ja. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Goodbye, Miss Gillingham. Okay. Erledigt. Jetzt können wir natürlich auch bei Rodney noch was bewegen. Ey, ich habe so viel zu erledigen, bevor es hier weitergeht. Unglaublich. Aber ich hatte doch noch Plakate zum Aufhängen. Warte, lass mal sehen, wo die Plakate sind. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, diese Quest abzuschließen. Ach, die sind alle hier. Okay, perfekt. Dann machen wir das jetzt gleich. Ist aber nicht hier drin, oder? 17 Meter. Okay, es ist hinter dem Haus quasi. Das Spiel hat schon wieder irgendwelche Markierungen gesetzt. An der Straße. Ah, hier. Informing London's inhabitants of the presence of vampires. What does that make me? A double or a triple agent? Tja, gute Frage. Ah, okay, jetzt werden die auch richtig angezeigt, alle miteinander. 2 habe ich. Hier geht's raus. Ich muss in die andere Richtung. Hier. So unscheinbar die Dinge. Aber eigentlich doch präsent. Done. Mr. Throgmorton should be happy. Wo ist denn der? Gott, ich bin hier so verwirrt in dem Bezirk. Warte, ich gehe oben lang. Das muss ja hier gleich sein, ne? Da geht's doch irgendwo rein. Da war er doch gerade. Ja. Perfekt. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? I put up your public service announcement. Consider the common folk warned about the vampiric presence. Thank you, Dr. Reed. You may not realize it, but you saved a great many lives today. Do you really think they could be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people?
I consider myself the discreet protector of these men and women. Ah, was? Er sieht sich als Beschützer. Mhm. Na gut, wenn er meint. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself the protector of Hampton's shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Goodbye, and good hunting, Mr. Throckmorton. Untersuchung erfolgreich. So viele Quests. Aber es werden weniger. Also, dann gehen wir nochmal zu Rodney. Ich denke mal... Warte, der schnelle Weg wäre dann hier durch. Du Nomsi, du Kleines. Du warst vorhin noch nicht da. It's locked. Mann, ich. Das ist echt gemein, dass hier so viel Versperrtes rumliegt. Bekomme ich die ganzen Schlüssel, wenn ich alle umbringe? Ich glaube, es ist nicht möglich, alles zu looten. Ich glaube, das geht einfach nicht. Deine Gesundheit regeneriert sich mit der Zeit. Dieser Ladebildschirm ist immer ein bisschen länger, ne? Aber es geht. Braucht nur einen Ticken, bis er anläuft. So, ich bin jetzt hier. Ich muss da runter. Und dann muss ich auf die andere Seite. Ach, das war ja hier so verwirrend. Hier lang, da runter, da lang. Wo ihn keiner finden kann. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the color of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Sie sind ein kaltblütiger Mörder, sie sind ein rückgratloser Feigling. Sie können sich nicht ewig verstecken. Sie haben gekämpft. Ich weiß halt trotzdem nichts. Er hat den anderen getötet, ja. Da wäre halt dann die Frage, Notwehr? Ja, nein. Er ist ja nicht automatisch ein Mörder. Vielleicht hat er sich auch bloß verteidigt. So genau wissen wir das nicht. Whatever you've done, you can't spend the rest of your life hiding here. I just wanted to teach him a lesson. Not kill him. I'm not responsible for a murder if I didn't want to commit it. It was an accident. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Danke für die Warnung. Okay. Andererseits, ja, hier überlebt er wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, er ist jetzt immer ansprechbar und bewegt sich demnächst. Naja, gut.
Damit ist die Quest aber für uns erledigt. Und wir können natürlich nur hoffen, dass er überlebt. Ich glaube, It's locked, all right. ich denke mal, er ist unschuldig. Relativ. Es wird natürlich noch was passieren mit den Gangs und so. Das ist irgendwie sehr absehbar. Okay. Warte mal, kann ich, wenn ich schon hier bin, hier noch was machen? Have you found the answers you There is. get to know? Ne. Thank you. Noch mal kurz zu Harriet rein. Ich würde zu gern wissen, was die jetzt eigentlich ist und was sie hat. Let me rest now. Okay. Da stehen wir auf jeden Fall an. Es ist leider alles sehr unzugänglich hier. Ich hoffe, ich muss da nicht oft durch. Na gut, theoretisch. Theoretisch gar nicht mehr. Wir müssen sicher nochmal dahin, aber nicht mehr von einer Seite auf die andere durch, denke ich. Da lang, da lang. Er ist so der Creep, ey. Hä? Ich kann jetzt gar nicht mal mit ihm quatschen? Ach so, weil ich ihn verschont habe. Oh, oh. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass hier gleich auch noch was passiert. Eieieiei. Eieieiei, was habe ich nur getan? Okay. Haben wir jetzt noch eine Sidequest? Die hier sind alle erledigt. Die hier sind erledigt. Blindenschrift. Widmen. Wir haben alles erledigt. Ich kann zurück zum Krankenhaus, dort die Gespräche führen. Oh, und wir wollten ja noch jemanden heilen. Den Rufus. Wo wohnt der nochmal? Das ist das Einzige, was ich so abseits von Quests noch machen kann. Fishburn, Rufus. Das war irgendwo im Anfangsgebiet. Ah, das ist neu, dass ich jetzt hier durchkomme. Ich wollte aber hier eigentlich auch gar nicht lang. Und da ist schon Blut. Und da ist ein Level 19 Gegner. Okay. Das ist nicht so geil. Ist das ein neues Safe House? Das ist doch ein neues Safe House. Das ist doch neu. Nein? Okay, was habe ich? Was brauche ich? Oh. Ich habe hier gleich zwei Dinge zum Analysieren. Die belebende Blutprobe.
Jetzt kann ich ein besseres Ausdauerserum herstellen. Das aber auch ziemlich teuer ist. Mhm. Und das hier ist ein besseres Regenerationsserum. Das gönne ich mir aber sofort. Protein und Kalium. Egal. Lass mal investieren da. Ich finde es schade, dass so lange bei Waffen man nichts upgraden kann. Langsam wäre es halt dann mal soweit, dass wir hier ein weiteres Upgrade durchaus gebrauchen könnten für unseren Kram. Ja, diese Abzug- und Klingenteile kriegen wir einfach noch nicht. Schlafen möchte ich noch nicht. Ich muss ja noch zu Rufus, das heißt, hier ist sowieso der falsche Weg. Ich schaue noch mal kurz, gibt es da noch irgendwas, was wir vielleicht finden könnten? I cannot enter. Okay. Oh, Level 20. Ja, ich bin schon weg. Level 20 kommt mir gerade krass vor. Da hinten ist auch noch eine Kreatur. Da würde ich glatt noch einen Moment warten. Der hier ist ja auch schon 19. Das gucken wir uns später an. Das heißt, dieser Bereich hier ist quasi ein Zugang zu den West. Aber hier waren wir schon, ne? Waren wir hier? Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Ich bin langsam so verwirrt bei der Map. Ich muss nach Süden und dann nach Westen. Also so. Wait a second, hier lang. Hä? Ja, nach Osten. Ich bin auch so blöd. Ja, natürlich nach Osten. Oh boy. Westen, ja. Da. Hirn. So, und hier kann ich doch irgendwo rüber. Irgendwo. Nein. Hier. Ja. Limers Dock. Nochmal umsehen. Wir sind hier. Ich muss das nochmal kurz hier ablatschen. Ich weiß echt nicht mehr, wo Rufus haust. Bei Hausen deutlich übertrieben ist, wo Rufus abhängt. Da war diese Dame mit ihrem Mann, Kerl. Ja, hasst Rufus. Der Rufus hängt draußen. To every night a darkness, and every dawn another death. Nicht hier, oder? Und
Rufus hängt draußen ab, der wohnt auf der Straße. Hier sind wir reingekommen, das war der erste NPC, dem wir begegnet sind. Gehen wir mal hier runter. Das ist die Tusnelda hier. Schreckt mich, ey. Ich suche doch wen anderen. Mensch, wo war denn der? Hier war doch nichts mehr. Da geht's ja eigentlich zurück zum Krankenhaus. Warte mal, wenn ich hier durchgehe. Da geht's ja auch noch wo lang. Vielleicht ist es hier. Ach, das gehört schon zum Pembroke. Oh. Huch. Okay. Tja, ich muss definitiv hier lang. It ain't you! Leave this boy! Watch out! He's dead! Au. Over there! Filthy piece of shit! Ich wollte ihn eigentlich beißen, aber okay. Irgendwie, unsere Gegner leveln ein wenig mit. Das ist jetzt kein Zufall. Die waren doch nicht so hoch vom Level her, oder? Als wir die das erste Mal umgehauen haben? Die waren nicht alle auf Level 16. Nee. Habe ich ihn gelootet? Offenbar. Wieso kann ich denn hier die Mülltonnen alle looten? Ist da wieder was respawnt? Oh, das ist dieses Eck. Das sind wir am Anfang gestorben. 17. Die Level definitiv mit. Wieso kann ich die Leiche jetzt durchsuchen? Okay. Ist die Leiche neu? Hier sind auch die Blutspuren wieder so rot. Das ist immer das Interesse. Wo führen denn die hin? Oder kommen die von hier? Ach, die kommen von hier. Ach, die haben einfach den einen Guard von hier entführt. Dürftig, okay. Ist das der Hinweis? Ah, okay. Oh. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Schau mal, Freundchen. Ich kann halt
Was, das kannst du nicht. Und einfach umwerfen. Ja. Hier sind irgendwie Dinge respawned. Also das Respawn-System vom Spiel durchschaue ich noch nicht so ganz. So, hier geht's. Keine Ahnung wohin. Sag mal, wir waren hier noch nicht, ne? Archer's Beil, 200 Schillinge. Oh krass. Stufe 3. Ein gutes, solides Beil, das aus Sicherheitsgründen oft auf Boot mitgeführt wird. Dieses gehörte Archer Woodbeat und wurde offensichtlich viel benutzt. Oh, das war das Tor. Und lass mich raten, das hier ist Archer. Tja, der hat die Nacht nicht überlebt. Aber einen hat er umgebracht. Vielleicht finden wir hier noch was. Gott, man muss hier echt allem nachgehen. Silberner Spiegel. Oha. Naja, ein Luxus hat der auch nicht gerade gehaust. Da gibt es doch sicher irgendwas zu finden bei Archer, oder? Hier ist noch ein blutiger Brief. Liebe Mutter, was mir auch zustoßen mag, vergiss niemals, dass dein Sohn dich liebt. Ich weiß, du warst mit meiner Art zu leben nicht immer glücklich, aber ich werde mich nicht ändern. Ich wurde in diesem Stadtteil geboren und aufgezogen und ich kann es nicht länger ertragen, was man unserer Nachbarschaft antut. Den Leuten, die wir kennen. Vor kurzem habe ich eine furchtbare Entscheidung getroffen. Ich beschloss, mich gegen die Tyrannei der wenigen zu erwehren. Ich weiß, sie werden Vergeltung üben, aber ich bin für alles gewappnet. Dank dir habe ich das Lesen immer geliebt. Jetzt, da ich endlich handle, bleibt mir nur übrig, Etienne de la Poitiers zu zitieren. Sie wirken nur groß, weil wir vor ihnen knien. Ich werde nicht länger knien, Mutter. Ich werde aufrecht stehen, was es mich auch kostet. Auf bald, meine liebe Mutter Jack. Ein Abschiedsbrief, oh je. Den kann ich ihr wahrscheinlich geben. There is a name engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Perhaps Enid's son. Den haben wir also auch gefunden. Oh. Weil ich beim Händler gar nichts verkauft, ne? So, warte noch mal. Das war das Tor hier. Hä? Sehe niemanden? Bin ich doof? Warum war ich gerade kurz in Fight? Da ist doch der Seymour. In der Nähe müsste doch der Rufus sein, verdammt. Warum finde ich den nicht mehr? Nö. Das waren halt auch welche von den ersten, die mir begegnet sind. Der muss hier irgendwo ums Eck sein. Ist das sein?
Zu Hause. Ich glaube, das ist schon so weit weg. Ich habe den nur übersehen. Da ist er doch. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Geht da was? Ja. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Ja, genau. Bei ihm war es ja die Blutarmut. Schauen wir mal. Brav einnehmen. So long, Rufus. Be careful. Take care. Take care, ja. Das sagst du was. Okay, dem konnte man auch noch helfen. Jetzt haben wir noch einen Hinweis zu der anderen erhalten. Das heißt, wir müssen eigentlich nochmal zurück. Was ist da jetzt bei seinem Pissplatz? Foolish girl and her pre-principles. She's got no idea who she's dealing with. Ich muss mir mal überlegen, wo komme ich... Wie komme ich da jetzt hin? Hier bin ich falsch. Die Richtung stimmt. Richtung Westen ist gut. Wenn ich hier rüber gehe... Das geht. Ja. Da komme ich nur hier lang. Dann müssen wir aber mehr Richtung Norden als Süden. Glaube ich. Okay. Zweimal rechts. Einmal. Zweimal. Okay, es sind dreimal. Bei ihm hat man nichts mehr, ne? Höchstens Dinge zu verkaufen. Bei ihr müsste noch was gehen. Good evening, Miss Gillingham. May I come in? Of course, of course. So, Dr. Tippets, what... Eine Uhr habe ich auch gefunden. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Jack ist tot, er wird zurückkommen. Jack kümmert sich gut um sie. Die Wahrheit ist der Menschheit zumutbar. Jack is dead, Miss Gillingham. Of course he's not. I've seen him. Tonight, in fact. Ever the joker, Dr. Tippets. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippets? Please, for your charity. Ah, okay. Gut. Nehme ich. Eine Sache
fehlt noch bei ihr, sonst haben wir sie schon ziemlich. Damit haben wir nämlich endlich bei den Dogs jetzt alle kennengelernt auch. Ich bin nur gespannt, was hier passiert. 85% haben wir hier jetzt. Goodbye, Miss Gillingham. Nochmal kurz. Erledigt, erledigt. Müssen wir noch warten? Müssen wir noch warten, glaube ich. Bei ihm hat man ja nichts, ne? Ja, bei ihm hat man nichts. Ja, vielleicht kommt das noch. Oder wir haben natürlich... Kann natürlich auch sein, dass wir was übersehen haben. Rufus habe ich schließlich auch gefunden. Das heißt, wir können jetzt wirklich zurück zum Krankenhaus. Ich hätte gern eine Schnellreise. Ja, und ich will nicht hier lang gehen, weil da die Gegner schon stärker sind. Das heißt, ich würde echt gerne jetzt vorher die Nacht schlafen. Das heißt, warte, komme ich hier durch? Müsste gehen. Oder hier? Entweder an der Stelle oder an der Stelle kann man rüber. Vielleicht auch an beiden. Das heißt, ich muss mich weiter rechts halten. Hier, oder? Ja. Dann mal sehen, wo ich rein und durch kann. Hier schon mal nirgends. Da. Okay, das ist eh die untere Stelle. Da bei den Schienen sind wir da nicht vorher auch lang? Ich glaube schon. Ja doch. Also nochmal hier. Jetzt hätte ich ihn sofort gefunden, den Rufus. Ah. I really don't know. Guys, I really don't know. Ich muss aber jetzt erstmal nach oben. Nach Norden. Beziehungsweise... ihm, ich habe mir immer gemerkt, bei ihm hier... Kann ich dann von hier aus... Warte, hier geht's nicht, oder? Ne. Aber hier war eine Möglichkeit. 22? Ich bin an der falschen Stelle jetzt, ne? Der ist Level 22. Ja, das war die falsche Stelle, okay. Ciao. Okay, das heißt, hier komme ich auch... Hier komme ich darüber. Okay. Genau, ich muss rund um dieses Haus und dann durch das Tor. Das war's. Spielst du 2 Tage nicht, vergisst du einfach mal alles. Hier rauf, darüber. Und einfach hier lang. Hier sieht so nach Loot aus. Sieht aber nur so aus, oder? Ja, sieht nur so aus. Tag.
Gehen wir noch kurz zu ihm hier. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying. Der schuldet mir Geld. Seine Schrottwaffe war zu teuer. Wise choice. Ach lol. Jetzt hat er plötzlich ein gutes Abzugsteil. Das brauche ich. I need this. Gut. Die Waffe würde er auch nehmen. Mhm. Für 31. Das ist doch eine Frechheit. Okay, ich habe viel Schmiermittel. Fangen wir damit an. Verkaufen wir mal. Wie viel hatte ich? Ich verkaufe 30 Stück. Dann habe ich noch immer 100. Eisendings da. Dann verkaufen wir auch mal 20. Ich will ja nur mein Geld zurückbringen. Da noch 10. Da habe ich 104. Alles mal unter 100 bringen. So. Wow, was ich da alles habe. Mhm. So. Also Ringe kann man ja nur verkaufen, ne? Dann machen wir das doch. Parfum. Armband kann man noch verkaufen. Pillendosen waren sehr gut. Die schöne Blume, I don't know, Füller. Halskette verkaufen. Das ist ein besonderes Zigarettenetui. Das kann ich aber anscheinend auch nur zerlegen oder verkaufen. Das Spiel ist echt viel wert. Das behalte ich mir alles mal. Vorerst. Um es potenziell zu zerlegen. So. Pass auf. Mit wem sollten wir so... Ach so, ich hätte mit ihr gleich mal reden sollen. Oh, ich bin so schlau. Warte, ich rede zuerst noch mit ihr. Hier ist nichts Neues, ne? Wieso steht denn sie jetzt eigentlich hier rum, obwohl hier keiner mehr ist? It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by Skals. Really? What do you mean? I discovered the most intriguing Skal. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. According to Old Bridget, Skals can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Interessiert sie nicht. Skals of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skals are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors, a disgrace to the vampire that created them. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Whatever do you mean, Jonathan?
If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. Goodbye for now, my lady. Es war jetzt überhaupt nicht hilfreich. Im Prinzip habe ich ihr nur Dinge erzählt und sie mir eigentlich gar nichts Neues. Dann gehen wir nochmal zum Chef. Verwirrt dieser Aufbau hier jedes Mal wieder. Jonathan, at last. I've been worried sick. Have you solved the case of our poor Sean Hampton? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. What do you know of the Ascalon Club? Not as much as I would like. There have always been rumors about a secret society of vampires operating in the interests of the British Empire, though I've never met a member. I crossed paths with one. A terrifying creature going by the name of Fergal. He was sent by the Ascalon Club to exterminate the Skals of the East End. By the stole, Jonathan. If vampires are eliminating their own progeny, then dark times are upon us. Darker than I've ever witnessed. Do you think Lady Ashbury would know of him? Jonathan, our beloved lady is not one for social dalliances, nor the assemblies of dark orders. She's a woman of superior taste and selective acquaintance. Natürlich interessiert man sich nicht für seine Art, ist ja klar, ne? Does the name Old Bridget ring any bells? I'd never heard of her. Why? A patient of ours? I must confess, I don't know them all. No, it's just someone I recently met. A fascinating woman. I had thought that perhaps... By the stole, Jonathan, you've met another vampire? I would appreciate an introduction, if that's the case. Na, eher nicht so, ne? I found Harriet Jones. She's much the same old, embittered woman she was, only she's been made a Skal. Her transformation did not go well. Incredible. Well, why not bring her here? We could learn so much by studying her condition. It would be fascinating. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. Oh boy. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of Skals. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. A pleasure as always, Edgar. Huh. Huh. Ja. Gut. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bringt uns heute wieder ein paar XP, ne? Die großen Erkenntnisse bleiben aber ja aus. So, kurz mal Loot-Check. Nö, diesmal bleibt hier alles. Hier schaue ich auch sehr gerne rein. It's locked, all right. 3 verschlossene Objekte. It's locked. It's locked, all right. Das wird mich noch länger beschäftigen, fürchte ich. So, dann gehen wir mal nach Hause. Und
erstmal hier. Ich baue mir mal ein Blutserum. Dann lass mal sehen. Einmal Blutarmut. Rest haben wir. Analysiert haben wir schon sehr erfolgreich. Das Archersbeil macht viel Schaden, ne? 160 macht meine Keule. Das Archerbeil macht halt keinen Schockschaden. Das finde ich so schade. Man kann noch Schockpunkte draufpacken oder Blut. Generell mehr Schaden. Ausdauerverbrauch. Viele Schockpunkte kriegt man insgesamt nicht drauf. Ich bleib mal bei dem, was ich habe. So. Pass auf, Swanbarrows Mixtur. Der Spiegel gibt Nieten. 3 Stück. Die hatte ich noch gar nicht. Das Etui gibt auch irgendwie nichts. Aluminiumfragment aus dem Füller. Das Zeugs kann ich tatsächlich brauchen. Das geht so. Das sieht ganz nützlich aus. Flaschen habe ich genug. Eisen habe ich eigentlich auch genug. Ich könnte den Rest verkaufen. Dabei. Das zerlegen wir. Hier gab es ja auch nichts mehr. Ne? Da war nur die Klamotte. Auf der Map sieht man nichts mehr außer komischen Markern, die ich nie gesetzt habe. Tja, dann sind wir jetzt soweit. Wir schlafen einmal die Nacht. Ich wollte Punkte investieren. 3000 in den Blutspeer und den Rest. Gucken wir mal. Was noch sinnvoll wäre. Also. Einmal Blutspeer. Da wollten wir den wuchtigeren nehmen, nicht den, der sich aufteilt. Wenn wir eh schon ganz zufrieden mit dem waren, dann macht das 70 Schaden mehr. Rest bleibt gleich. So, für 4500 Punkte könnten wir den jetzt nochmal aufwerten. Dann würde nochmal 115 mehr Schaden machen. Und die Abklingzeit würde verzögert werden. Das ist richtig krass. Aber Stufe 18 habe ich eh noch nicht. Das heißt, da komme ich noch gar nicht hin. Stufe 26. Bis wohin kann ich leveln? Bis 30? Das ist anscheinend so ungefähr das Ziel. Das heißt, ich bin jetzt Level 15. Die Ulti kostet 2000. Würde dann mehr Damage machen. Bis jetzt hat die aber alle umgebracht, oder? Der Biss. Es erhöht halt wirklich nur den Bissschaden selbst. Das ist, ja, immer so. Mach Biss ja nicht hauptsächlich wegen dem Schaden, sondern mehr wegen der Heilung.
Ich könnte mehr Heilung aus dem Biss rausziehen. Mehr Serum, mehr Kugeln, Blutkapazität. Blutaufnahme von Biss. Ist halt alles nice to have und so. Die Autophagie wäre eigentlich cool, wenn wir die steigern könnten. Was war hier der Haken? Für mehr Blut, mehr Heilen. Oh, für deutlich mehr. Was war das? Bessere Regeneration. Warte. Das heißt, die 50 fallen weg. Dafür heile ich über Zeit nochmal 100. Und hier könnte man für höhere Kosten halt das auf 500 rauf. Das heißt, bei beiden kommen wir bei 500 Heilung an auf die eine oder andere Weise. Im Zweifelsfall ist es besser zum Überleben, sofern wir unser Blut managen können. Da hier werden ja auch die Kosten erhöht. Auf ca. 20. Nur hier werden sie ungefähr auf 55 erhöht oder 60. Das ist schon krass. Das ist halt viel zu teuer. Actually. 2000 EP. Mir ist das zu teuer, die verdammte Heilung. Da gehe ich lieber auf mehr Gesamtgesundheit. Ganz ehrlich. Die Gerinnung war an sich super. Ist aber sehr teuer. 3 Sekunden. Da könnte ich noch Blut rausziehen. Das wäre schon nice. Noch eine zusätzliche Blutquelle. Für 3000 XP könnte ich hier ein bisschen Blut rausziehen. 3300, dann wäre meine XP weg. Mit Gerinnung. Ich kann auch noch einen Skill lernen, einen aktiven. Zum Einsetzen. Es gibt dann noch die taktischen Schattenskills. Ich könnte noch einen defensiven lernen. Schattennebel könnte ich zum Beispiel noch lernen. Ich mache noch keinen, mit nichts mache ich Schattenschaden. Also falls ich meinen Gegner bekomme, der gegen alles super resistent ist, außer gegen Schatten, hätte ich so ein Problemchen. Ne? Das ist halt Bereichsschaden, so granatenartig. Explosion mit mehr Schaden. Oh. Das ist schon auch nice. Kostet 1000 zum Lernen, 2000 zum Verbessern. Das ist halt sehr teuer. Der nächste Blutspeer, der ging noch nicht. Da brauchen wir mehr XP. Ich wäre aber eigentlich so ganz generell... Boah, ich könnte 3-mal mehr Leben kaufen. Oder 3-mal Ausdauer.
Ich glaube, ich nehme 3-mal Leben und beim nächsten Mal, wenn wir es übrig haben, 3-mal Ausdauer. Weil mit unserem Kampfstil bin ich schon relativ zufrieden tatsächlich. So. Jetzt haben wir alle XP ausgegeben. Stufe 18, 20. Das heißt, das hier könnte man noch machen. Das ist wieder strange. Für plus 400 Gesundheit brauchst du Stufe 8 und für 450 Gesundheit brauchst du Stufe 18. Was ist denn das für ein Sprung wieder? Weird. So, steht. Wir sind jetzt Level 17, by the way. Oh shit. Oh shit. Jetzt geht's los. Oh boy, boy, boy. Was ist passiert? Christlicher Glaube oder Sekte? Was bedeutet Unsterblichkeit? In die Geschichte eingehen, Kinder großziehen, deren ehrendes Andenken von ihnen bewahren werden, sich einen Platz unter den himmlischen Heiligen zu verdienen. John Hampton, Gründer von Hamptons Notunterkunft im East End, hat dazu folgende Meinung. Die Ewigkeit kommt jenen, die das Göttliche in sich tragen. Er ist aufgrund seiner beispiellosen Empathie und seines Erbarmens auch als der trostlose Heilige bekannt und hat mit seiner Notunterkunft einen Zufluchtsort für verlorene Seelen geschaffen. Er versorgt die Armen mit Essen und gibt ihnen einen Platz zum Schlafen. Dennoch ist die Notunterkunft nun seit einigen Tagen geschlossen und in seinen letzten öffentlichen Reden klang ein kultartiger, huldigender Ton mit. Wenn man unter Häresie vom rechten Weg abgekommenen Glauben versteht, kann man John Hampton und seine Anhänger wohl als Heretiker bezeichnen. Zum ersten Mal, seit ich den trostlosen Heiligen kenne, sprechen die Menschen schlecht von ihm. Und anstatt zum Mitmachen anzuregen, bereiten die geheimnisvollen Gesänge, die durch die geschlossenen Türen der Notunterkunft dringen, ein eher Unbehagen. Die drastische Verschlechterung der gesundheitlichen Lage bei den Dogs könnte eine mögliche Folge dieses Verdachts sein. Die ihres Rückzugsortes beraubten Armen werden krank, wenn sie draußen schlafen. Wenn man sich lieber den Tod holt, als sich einen unbekannten Kult anzuschließen, sagt das genug über den angeschlagenen Ruf des trostlosen Heiligen. Ein Ruf, der sich nur mit der Öffnung der Türen seiner Notunterkunft wiederherstellen lässt. Ewig. Er hat die Notunterkunft geschlossen und dreht jetzt noch mehr durch. John Hampton vermisst. Deine Taten haben die Wirtschaft des Bezirks verändert. Die Preise und Waren der Händler in diesem Bezirk könnten sich geändert haben. Wir sind jetzt bei kritisch. Was? Wir waren doch gerade noch auf mindestens stabil. Wir waren auf stabil, oder? Oder sogar auf gesund? Nein, auf stabil waren wir. 89 oder so? Und jetzt sind wir auf kritisch? Der hier geht rauf. In Whitechapel, aber auch nur leicht. Nethercut. Fettsäule waren das. Der ist jetzt erkältet, na toll. Ich krieg das halt nie mehr richtig nach oben, ne? Also langsam. Puh. Alter Falter. Level 17.
Okay, hier gibt es gleich 3 Rufzeichen. Hier auch. Gut, wir haben wohl noch einiges zu erledigen. Aber was heißt denn das mit das Angebot der Händler hat sich geändert? Das peile ich gerade nicht wirklich. Weil mir ist jetzt so viel passiert. Wir haben ja im letzten Stream die ganze Zeit nicht geschlafen. Ich könnte einiges vergessen haben, das da noch wäre. By the way, die eine Nebenquest gibt es ja auch noch. Die mit ihr hier. Die wohnt in Whitechapel, ja? Sag mal, die ist jetzt immer noch am Frieden. Ich hab der doch schon gesagt, sie soll nach Hause gehen. Ich glaube, ich muss da auch noch mal hin. Naja, wie auch immer. Wir haben erstmal Dinge zu tun. Und zwar eine Menge Dinge. Aber wir müssen auch uns wieder doch alles durchkämpfen, wie es aussieht. Der ist jetzt auch schon Level 16, der Dude hier. So, dann gehen wir zuerst zur Brücke runter. Warte, ist das der richtige Weg? Er ist zumindest nicht falsch. Warte, wenn ich den oben zuerst erledige, habe ich es einfacher. Lively! It's on! Steady, boys! We got one of them here! Adrian Boston! Let's go! Mann. Ich hasse dich auch. Wieso lebt? Der ist gerade überlebt. Hä? Ich hab den doch gerade ausbluten lassen. Hä? Was ist denn das für ein Mist? Jetzt droppen sie gute Abzugteile. Jetzt kann ich die Waffen aufwerten. Ja. Ich muss nur ein paar farmen. Sehr gut, jetzt ist es soweit. Ich habe wohl das Level dafür gebraucht. Das heißt eigentlich, sollte ich sowieso ein bisschen farmen, ne? Habe ich den jetzt nicht ordentlich getroffen?
du Sau. Das hat wehgetan. So, nicht hier lang, hier lang. Hä? Warum bin ich hier immer ganz kurz in Fight? Aber hier ist niemand. So, hier geht's auf die Brücke. Ich latsche immer falsch. Ach so. I can't believe I'm doing this. Ich auch erst heilen sollen, bevor ich hier Ratten ist. This is despicable. So. So, warte mal, das ist mitten auf der Brücke. Das heißt, ich muss hier lang. Ja, hier ist etwas. Das ist kein gutes Zeichen. Wo bist du? Dyson? Dyson? Nicht im Ernst. Dyson. What the fuck did you do? Okay, Leute, wir haben Dyson verloren. Das wusste ich nicht. Krass. Aber okay. Andererseits, ja, ist wirklich schade um den. Kann man jetzt auch schlecht sagen. Also der war schon das Event hier, oder? Ja. Offensichtlich. Das heißt, ich kann eigentlich zurückgehen. I have this thirst for blood. Manchmal ziehe ich einfach randomly meine Waffe. Okay, das war Event 1. Dann gehen wir zum nächsten Ereignis. Den guten alten Bezirk wieder aufräumen. Oder die Bezirke. Ich schaue noch mal, ob ich jetzt hier Gespräche führen kann wegen Dyson. Wir müssen hier sind. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? I've not seen him since he came back to the docks. Rumour has it he's converted his flock to some sort of cult. That's unbelievable. Goodbye, Mr. Watts. Das klingt gar nicht gut. Warum treffe ich immer die falschen Entscheidungen? You still working at this hour? That's what I call dedication. Okay, hier interessieren wir uns nur für Sean Hampton. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? Some customers said the sad saint had a vision, launched himself on a holy crusade. Even Dyson Delaney joined up with him. It's more like a cult, if you ask me.
Dyson joint them. Und Dyson ist jetzt irgendein übles Vieh geworden. Also haben wir doch schon was erfahren. Es hängt zusammen. Das ist nicht gut. Okay, warte, nicht hier lang. Hier lang. Dann können wir mal wieder hier rüber. Ein Ereignis bei der Notunterkunft, das machen wir als letztes. Ich würde zuerst die anderen beiden machen. Holen wir uns auch hier einfach mal. Das war mies. Das war richtig mies. Oh. Damit. Ein Schlag. Dieses Ding. Level 22, Uff. Was haben wir denn hier? Oh, hübsch. Da kann ich rübersehen. Okay. I can't believe I'm doing this. Oh, hier höre ich auch den. Das ist gar nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Aber erst zu den anderen. Hier ist eine Blutspur. Warte mal, die kennen wir aber schon da oben. Oder? Ich bin ganz in der Nähe. Kurz mal die beiden hier. Giselle Paxton? Nein. How the hell did that happen? Hä? Was Oh, fuck, wie viele Feinde habe ich mir gerade gemacht? Remember your vows, friend. Zu viele. Lord, give us strength. It's all back to the head. Oh, verflucht nochmal. Come on, fuck you. Jetzt habe ich kein Blut mehr. Mann! Mieses Stück Dreck.
Fuck. Alter. Wie ist denn das jetzt eskaliert, ey? So, kann ich mich mal bitte in Ruhe heilen? Bevor wir uns um Giselle kümmern. Welche von den Schwestern war jetzt nochmal Giselle? Hauptsache, ich kann die jetzt ansehen, die Plakate. Heil doch mal schneller. Bro, heil dich. Das bringt halt so wenig, ne? Okay. Look lively. It's on to us. Ach, das sind nur noch zwei. Oh, fuck, ist sie stark. Ich bin fast tot. Brennkraut. Nein, die killt mich. Na. Fuck. Ja, die killt mich. Wie krass ist sie denn? Ich tot. Was? Das muss ich alle nochmal töten. Oh Mann. Dass ich die Ulti aber gleich auf die eine falsche Person angewendet habe. What the hell? Okay. Ich wollte nach hier. Na, eigentlich kann ich gleich da runter. Best stay back, sir. Die trifft einfach viel zu gut. Alter, die nervt vielleicht. Ja, vergift dich doch selbst. Mann! Dreckskreatur. Bisher ist Dolch. Ein leichter, aber solider Dolch, den Giselle Paxton zur Verteidigung besaß. Und wieso ist die jetzt plötzlich bei den Privens? I mean, what the heck? Ihre Waffe ist halt kacke. Tja, ich musste sie halt jetzt erschlagen. Sad Story. Ich habe kein Blut, mich zu heilen. Uff. Ich mache jetzt was Dummes. God walks with me. Watch out! Nein, ich wollte ihn aussaugen. He's dead. Nee, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Away with you! Wie kannst du dem widerstehen, wenn ich dich von hinten schlag, Junge? Teufel nochmal. Er widersteht einen Schlag von hinten. Ich glaub's ja nicht.
Unsere Gegner sind deutlich stärker geworden. Und meine Heilung ist so langsam. Ich fürchte, die Phase, in der wir recht gut waren, ist zu Ende gegangen. Bräuchte halt immer noch mehr Ausdauer, ne? Dafür muss ich nochmal leveln. Wo denn? Ach, da oben. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Over there! There's one of them Arschloch. Ich brauche ein Boot. Die Gelegenheit. Zucker. Da liegt doch sein Loot. Ah, jetzt. Wow, das war ein Weitschlag. Okay, Freunde. Ich muss nach unten. Wahrscheinlich in die Kanalisation rein, ne? Mal wieder. Da waren auch 10.000 Gegner. Gefühlt. Ach ja. Das ist generell ziemlich Action jetzt, fürchte ich. Oh ja. Der sich sofort umgedreht hat. Okay. Okay. Wir führen den Krieg im großen Stil. Muss ich jetzt hier rein? Nö. Ist da unten. Bist du's? Ich hasse die. Ich höre dich, ich komme schon. Lottie Paxton, oh shit. Lottie hat die Gegenseite gejoint. Ach, die sind alle tot jetzt? Bitte, was haben die für ein Level? 25, 26, 30? Spiel, wie glaubst du, dass ich die töte? Nur mal so doof gefragt. Das tötet wirklich niemand. Nein. Das war genau das, was ich verhindern wollte. Die eine habe ich. Okay, Leute. Du
Bist du ein hässlicher geworden, ey. Das kam auszulocken, die Frau. Das ist einfach Level 30, verstehst du? Kleiner Schlüssel. Ich habe jetzt 2 Schlüssel bekommen, aber keine Ahnung wofür. Alter. Wo ist die dritte Leiche? Nicht vorhanden. Okay, beide Schwestern sind tot. Wozu kümmere ich mich eigentlich um Menschen, wenn sie danach eh tot sind? Das heißt, wir haben noch mehr Verluste. 64% einfach. Oh, Bro. Wir haben einfach 4 Leute hier schon verloren. Ist es möglich, alle zu retten? Geht es überhaupt? Laufe ich gerade richtig? Ja, doch. Ja, moin. Zu wenig Ausdauer für dich, Mann. Ich bräuchte ein bisschen Blut tatsächlich. Wieso droppen denn die nix? Wo ist denn der andere? Ist das er? Und jetzt beide nichts gedroppt. Wozu kill ich euch überhaupt? Das ist der nächste. 22, Alter. Das Spiel bleibt herausfordernd auf jeden Fall. Immerhin droppt er mal was. Das heißt, hier ist jetzt die Scheiße komplett eskaliert, oder wie? Ist dann unser Throckmorton irgendwas? Ah, das war der eine Schlüssel. Erschöpfung, Blutarmut, Bronchitis, Erkältung, Kopfschmerzen, Migräne. Schön, dass wir da lauter Behandlungen kriegen. Das war jetzt aber nicht ganz mein Ziel. What on earth happened here? Ja, ich habe so Befürchtungen. Oha. Aufgespießt und ausgeblutet. Ach du Schande. Diablo lässt grüßen. Sie wollen ihre Leichenberge zurück. Okay. Hier ist alles komplett eskaliert. Und wir haben den Priester noch gewarnt, dass genau das passieren könnte. Phosphor, kleines Fläschchen. Das war's. John fucking Hampton, what the hell did you do? Weißt du, Priesterchen, der du nicht mal ein Priester bist. Ich hab dir vertraut, du Arsch. Ich hab dir einfach vertraut. It's locked, all right. Mit deinem Gottesgelaber, ey. Wenn einer so anfängt, dem kannst du einfach schon mal aus Prinzip nicht vertrauen. Ist halt so. Na, am Scheiße labern. Ach, er ist jetzt auch am Durchdrehen. Aber warum? Warum ist er plötzlich nicht mehr menschlich? Das verstehe ich nicht. Wieso muss ich dich jetzt töten, du Arsch? Was ist passiert, du Sack?
Warum? Das ist der zweite, den ich verschont habe. Austeilen kann man. Ach, Blender ist... Fuck! Verdammte Hölle! Okay, krass. Das war brutal, Freunde. Das machen wir nicht nochmal. Wieso hältst du gerade mehr aus als vorher? Rostiger Schlüssel. Schadenskreuz. Schadenskreuz? Ist das eine Waffe? Nein. Rostiger Schlüssel mit kleinen Blutspritzen. Lässt sich was öffnen damit. Schadenskreuz? Ich bin blind. Schadenskreuz? Schadenskreuz? Da steht nichts weiter dabei. Zählt das Plunder. Toll, Scharnhemden. Danke für nix. Wobei nix habe ich jetzt gerade 6000 XP gemacht. Okay, ist wohl doch nicht nix, aber what the heck? Verdammt nochmal. This is despicable. 350 Schilling und eine Blutprobe. Ah. Belebende Blutprobe und eine wässrige. Eine kräftigende und noch eine wässrige. Ehering, Halskette. Scharnhemden. Du hast doch die Leute beklaut. Aber Alter. Die sind halt alle tot hier. Das ist ja ein noch größeres Massaker als in der Apotheke. Holy shit. Ja, Dinge eskalieren halt jetzt komplett, ne? Also wir haben jetzt 5 Tote in dem Bezirk. Also 5 Tote, die tatsächlich irgendwie, ne? Uff. 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 Alles eher so ungemütlich hier. Gut, wir müssen dummerweise später noch zu der Witwe. Aber zuerst würde ich versuchen, den North Docks zu erledigen. Das liegt gerade so am Weg und so. Schön. 5 XP hat er es gebracht. Wow. Ein einzelner Kill ist halt irgendwie sinnfrei, wenn sie 5 XP einbringen. Lol. Haben die hier den Haupteingang geschlossen? Oder war der vorher schon dicht? Bin ich doof? Ist das hier... Da konnte ich doch früher durch. Das heißt, ich bin zufällig bei der richtigen Seite rein hier? Und ich komme auch nur mehr dort raus. Und natürlich durch die Kanalisation. Dass Sean Hampton tot ist. Ist es jetzt gut oder schlecht für die Skals, die da unten wohnen? Das frage ich mich noch. It's locked. Es hat noch eine verschlossene Tür, ne? Ja, Kacke. Ah, du kannst nur hier rein und raus. Krass. So, das heißt, ich muss jetzt einmal rundherum latschen.
Achso, noch eine Sache. Ne, war schon richtig. Hier ist zumindest keiner krank, angeblich. In Whitechapel. Mal ihn hier. Wo ich gerade nicht mal weiß, wo der ist. Der könnte Heilung gebrauchen. So, und ich will zu den North Docks. Ich konnte ja da lang. Das war das Falsche. Fragen wir doch ihn nochmal. The wet boots shouldn't be fighting each other. They've got bigger problems elsewhere. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Hauptsache er sitzt im Dreck. Ich kann nichts mit ihm reden. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Übrigens, das, was passieren wird, hat sich ja schon angekündigt. Es ist ja der Tote vom Dach geflogen. Wir hatten also Verdacht, dass ein Vampir auf dem Dach ist. Kommt mir gerade so auf dem Dach der Fabrik. Ach, hier komme ich gar nicht rum. Ich muss hier lang. Na gut, hier komme ich ja auch rum. Weiß ich ja inzwischen, dass das geht. Was war denn hier eigentlich? Das war das Warehouse, genau. Habe ich das schon aufgeräumt? Da wird geballert. Okay. He's dead! Ja, moin. Arschgesicht. Brauche ich wieder Heilung gegeben? Was ist denn für eine Fliege jetzt? Geh weg. No civilians allowed, sir. Ja, ich komm schon. Fick doch die Hölle. Was? Ja, gut, darf ich auch mal? Jetzt reicht's dann. Ich treffe mich. Diesen Sacke sich da oben, ey. Zumindest das hat funktioniert. Hier ist ja noch einer. Kein Loot. Okay.
Es ist so heiß gerade. Ich gehe jetzt durch die Docks. Was soll da schon passieren? Die Docks, die sind doch wie für mich gemacht. Die Docks, da fühl ich mich wohl. Die Docks, die haben es drauf. Ich muss jetzt das Fenster kippen, Momentchen. Ja, ich bin sehr geschickt. Die Docks, die laufen amoks. Die Docks, Alter. Die Docks. So, Twitch, was willst denn du jetzt von mir? Ah, cool. Ich habe ein Abo geschenkt bekommen. Obwohl ich gerade streame. Nice. Ich habe gerade die Hitze hier. Wo ist denn jetzt der Typ da? Ein Blinzler. Na du Zucker. Wie kannst du ausweichen, wenn ich dich vorher ausnehme? Wie macht denn ihr das? Miese Kreatur der Hölle. Wer liegt denn da? Oh, hi. Wo warst du? Arschkreatur. Ein Haus da. Ein Schlag hätte gefehlt. Ein fucking Schlag. Was hast du davon? Das war eine dreckige kleine Falle hier, ne? Flasche mit Alkohol. Ist das jetzt alles? Von der Leiche? Echt jetzt? Wow. Ich krieg nur gewöhnliche Griffteile. Wann kriege ich endlich die guten? Einmal haben wir es gelootet, einmal beim Händler gefunden. Aber viel zu wenige. Ich brauche mehr von dem Zeug. I need this in my life. Now, ich brauche mehr Damage. Sonst habe ich den Bezirk durch, bevor ich halt wieder da... Und dann geht es ja sowieso weiter. I cannot enter. Echt jetzt? Achso, das ist das falsche Ende. Okay. Also, da kommen wir nicht hin. Was gibt's hier? Gewöhnlich. Ich will nichts Gewöhnliches. Ich bin außergewöhnlich. Sei doch nicht so gewöhnlich. Bleib Platé. Hier müsste ich richtig sein. Das Hammer. Hier hinten war nix. Theoretisch. So, nochmal kurz umsehen. Ich bin hier. Ich möchte nach dort. Stimmt das? Ja. Ain't safe here for a gentleman. I hear it leaks his. Fuck you, wer war das schon wieder? Nein, du spielst mich nicht an. Oh shit. Mann, komm, ich brauch mehr. Und den. Diese scheiß Chemietypen, ey. So. Okay, wir sind hier. Es gibt hier einen Eingang. Ich check den mal aus. Natürlich. Mindestens 2 Gegner oben könnten welche sein, aber sehen kann ich sie nicht. Ja, moin. Ja, die Tricks kenne ich schon.
Okay, der war nicht schlecht. Au, der war sehr gut sogar. Dafür stirbst du jetzt. Das gibt's nicht. Wow. Der hat sich gewehrt. Aber wie? Der wollte auf keinen Fall sterben. Ich frage mich, wieso? Da schießt einer auf mich. Glaube ich. Von draußen? Keine Ahnung. Ah, hier muss es doch noch irgendwas geben. Da komme ich doch nicht umsonst rein. Was war jetzt hier unten? Nix. Verdächtig. Der da draußen ist, glaube ich, jetzt hyper nervös. Lass mal hier raufgehen. Da ist was. Stay back, beast! Alter. Typ, ey. Sind teilweise so krass. Wieso brauche ich immer so lange, bis ich meine Attacken durchführe? Und wieso kann mich der so gut blocken? Alter, was ich Leben verliere bei denen. Also die Investition in Leben hat sich definitiv gelohnt. Was hat denn jetzt die Kamera für einen Schaden? Blutprobe. Und jetzt beide nichts gedroppt. Wow. 3 Schillinge. Wow. Also der Loot ist gerade unter aller Sau. So, hier geht's unten lang und es gibt noch ein oben lang. Da kann man rüber, das haben wir schon gemacht. Da war ein Zug. Ups. Jetzt noch hier umgucken. Da komme ich ja her, oder? Oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Ist der hier allein? Ja. Get them weapons ready! One of them! That leech is fast! Der Leech krieg ich jetzt. Oh, damn it. Finsbury Gate. Warte mal, das hier gehört zum West End? Ach so. Das heißt, das alles... Ach so. Hier ist die Grenze. Das heißt West End und das hat so ein paar Bereiche. Hier. Hier. Da ist irgendwas Eigenes wieder. Oder ich bin nicht ganz sicher. Und hier müsste auch noch was sein. Okay.
Das gehört schon zum West End. Ich bin gespannt. Ich möchte schnell speichern, bitte. Und das hier ist schon das Haus. Na gut. Na gut, na gut. Ein Schilling, ey. Der Loot. Der könnte ruhig ein bisschen besser sein. So, und hier vorne geht's noch weiter. Das gucken wir uns später an, würde ich sagen. Beziehungsweise komme ich hier überhaupt... It's locked. Ich komme noch gar nicht durch hier. Okay. Das heißt, hier stehe ich sowieso an. Dann gehen wir mal rein. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? There's been a fight here. Dezent. Aber ein ordentlicher Fight. Die ganze Bude ist zerstört. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Ach krass. Nicht schlecht. Da ist die Blutspur auch zu Ende. Und hier komme ich ganz zufällig durch. Alles klar. Wir schauen uns hier natürlich noch ein bisschen um. Suchen noch diese Kleinigkeiten zusammen. Finden vielleicht noch irgendwo was? Leider nichts Besonderes. Nur Schrott, basically. Das heißt, jetzt kann ich doch... Ah, hier konnte ich nicht lang, aber hier kann ich ran. Okay, das heißt, hier ist wahrscheinlich auch noch gesperrt. Zurück kann ich auch. Die Blutspur der Main Quest. I cannot enter. It's locked, all right. Nur mal überprüfen. So, hier vorne wartet schon einer auf mich. Ne, warte, das ist die Brücke. Die kennen wir ja, diese Brücke. Over there! There's one of them vermin! Ja, wie die anderen nicht reagieren. Das ist aber neu. Interessiert die beiden gar nicht. This one's mine! He's dead! Oh, ich hasse die Typen so sehr. Okay. Also, das heißt, hier waren wir schon mal, aber hier vorne nirgends. Da können wir nicht, da müssen wir. Level 20. Ich brauche einen Schluck Wasser. Und dieses Teil für meinen Hals, ey. Wir schwächeln heute etwas.
Bitte immer treffen, einfach immer. Filthy piece of shit! Ja, das war's, Freundchen. Wer spricht denn hier? Irgendwer andere. Sind das die beiden? Offensichtlich. So, hier ist die super Abkürzung zum Krankenhaus, ne? Willst du mir jetzt sagen, dass ich hier nicht drüber komme? Bei der perfekten Schnellreise? Aber hier. Okay, das geht. Beruhigt mich, denn da muss ich nachher hin. Oder will ich hin? Kaplan von Privy. We're being misled. Or worse. A leech! A leech! Lord, give us a... Remember your vows, friends! Oh no! Shit, that leech is fast! Okay. Boys. So. Oh. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Wer ist das? Warum die Rose? This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Only a golden watch in her pockets. Warum sollte ich sie nicht anrühren, hä? Schöne Uhr. Wahrscheinlich so mit GPS oder so. Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Das ist die Frau, die geschrien hat. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Ich bin ja sehr überzeugt von mir. Das Ding ist, ich bin nicht stark, I have ne? this thirst for blood. Bin ich stark genug für einen weiteren Bossfight? Wenn es denn einer wird, könnte durchaus sein. Ich würde gerne noch eine Nacht pennen. Unsere Gegner sind jetzt bis zu Level 30. Das ist so, ja, fast das doppelte Level von uns. Finde ich nicht so geil. I can't believe I'm doing this. Also auch Fights gegen Nicht-Bosse waren jetzt schon unangenehm.
Und ja, ich warte gerade auf Rotten Respawns. Nur damit ich ein bisschen vorbereitet bin. I have this thirst for blood. Eine noch. I can't believe I'm doing this. Hier ist das Ende, ne? Das ist irgendwie so ein Zeichen, dass es wirklich in die Richtung geht. Wobei... Wo lockt denn der die uns hin? Aber eigentlich auch in die richtige Richtung, ne? Wo ich sowieso hin wollte. Und zu weiterem Loot. Okay, über die Dächer, das ist cool. Das muss ich ihnen lassen. Das ist neu. Dass es solche Passagen jetzt auch gibt. Es ist echt vielseitig, das Game. Kann man sich jetzt echt schwer beschweren. So, ich kann hier zurück an der Stelle. Das ist gut. Jonathan! What was that? Holy fuck. Das ist doch die klassische I won't let you Lokale. escape. Achso, ich kann gleich hier rauf. Okay. Blackwall Vorburg. Aber cool, da gibt's auch so. Very fast, but I'll catch you. Ich kann auch hier hin. Ich bin gerade verwirrt. Das ist Süden. Was ist denn hier? Warum sollte ich hier hin? Einfach, weil es hier noch zusätzlichen Loot gibt? Aber ich lande eigentlich an derselben Stelle. Oh, hi. You'll pay for that! Get them weapons ready! We found one! No! Friedhof. Was für ein Zufall, dass wir genau hier wieder landen. They've all been butchered. Und das stört mich jetzt eigentlich überhaupt nicht, dass die alle abgeschlachtet wurden. Aber
Aber warum werden wir zum Friedhof zurückgelockt? Was war hier nochmal? Also wenn jetzt diese Vampirin vor uns ist, dann ist die extrem schnell. So ein Guckloch durch. Nur mal so zum Probieren, ne? Das sieht nämlich wirklich so aus, als wäre da was dahinter versteckt. Ich sehe hier nichts. Also es geht wieder zum Friedhof. Tatsächlich auch an der Frau vorbei, mit der ich reden soll. Na perfekt. Dann folgen wir doch mal stur der Spur. Wenn noch Leute I can still sense a presence. Da ist schon wieder jemand in Nöten. Wieso lungert denn da unten noch einer rum? Wieder hat einer überlebt. Das war sogar, was soll das? Ey, ich geht so lol. Ja, lol! Jonathan, kannst du mal deine Skills einsetzen, so Abwechslung? Was ist denn das jetzt für ein Kampf? Einer war quasi schon tot. Und ich kriege ja noch auf die Fresse, ernsthaft? Manchmal. Ganz großes Auf. Was war hier nochmal? Irgendwie nix. Ha. Das habe ich wohl beim ersten Mal übersehen. Heilige Symbole und Orachalkurs. Wenn Sie jemals Vampiren begegnen, denken Sie daran, dass Sie heilige Symbole fürchten, solange Sie selbst einen tiefen Glauben besitzen. Ein Kreuz, ein Davidstern, sogar ein Olivenzweig können diese Höllenwesen effektiv vertreiben. Sie werden sie aber nicht verletzen. Wenn Sie ihnen wirklich schaden wollen, gibt es nur eine Lösung. Vergessen Sie Holzpfähle und Silberkugeln, besorgen Sie sich die stärkste Waffe gegen Vampire, Orachalkurs. Denken Sie, dass Legenden und antiken Schriften zufolge Orachalkurs nur zufällig in Atlantis so häufig vorzufinden war? Atlantis wimmelte von Vampiren. Und diesen Ort kennt man heute als die Insel Santorin. Ich persönlich zahle 10.000 Pfund an einen Mann, der mir echtes Orachalkurs bringt. Clarence Crossley. Melden Sie sich für weitere Informationen direkt bei ihr. Okay. Orichalkum. Das Erz der Orks. War da nicht mal was? Hier muss ich lang. Ich habe mich nur von den beiden ablenken lassen. Das ist sowas von einem Bossfight. Das ist die Definition eines Bossfights. Da ist sie. Vielleicht gehen hier irgendwelche Türen so. Ach so, das ist der NPC. Muss noch eins weiter. Dachte, ist halt auch eine Frau, ne? Hab ja bis jetzt nur einen Schatten gesehen. My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am.
This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Ian Matthew findet nicht die Kraft, das Grabmal dieses Mannes zu verlassen. Auweia, weia, weia. Okay. Goodbye, Xiaoshun. Maybe we'll talk later. Ich bin natürlich noch nicht fertig. Hello again, Xiaoshun. Hello again, Dr. Reed. Okay, sie ist eigentlich gesund. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Wir trauen alle auf unsere eigene Weise. Traurigkeit kann gefährlich sein. Allein ist es noch schlimmer. You should not be by yourself. Grief can be a terrible trial, and it's even worse when you're alone. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Tell me how your husband died, Xiaoshun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Was, sie gibt's nicht die Schuld? The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Sie fühlt sich schuldig, weil sie den Zustand ihres Mannes nicht erkannt hat. Ach Mensch. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Sie sind noch tot, ich wollte nicht belästigen, ich bin ihrer Meinung. Ja. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Wieso sollte ich ihr das jetzt gestehen? Was ist denn das für eine Option? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees, but unfortunately you don't see her around anymore. Das kann man auch nur fragen, weil sie zufällig in Whitechapel wohnt. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you.
since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Also das, was da steht, ist jetzt eine sehr schlechte Zusammenfassung von dem, was ich tatsächlich gesagt habe. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Wie haben sie die Heimreise überlebt? Ja, ich denke, sind doch erstmal. Goodbye for now. So many new graves. Why do I still feel so disconnected from the others then? Na gut, und wir gehen weiter unserer Mainquest nach. Und wie komme ich jetzt dahin? Wo war die Blutspur hier? Ja? Ach, hier lang. Und lass das Seitenblicke schweifen lassen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir hier in den Bossfight reinlaufen. Asche zu Asche. Bevor gegen Vampir. Ach ja, da hat der Vampir Hilfe geschrieben. Rette Rika Joseph Larrabee. Das ist das Ende des Kapitels, ne? Also wahrscheinlich. Ich sehe hier eine Ratte. Was weiß denn alles auf dem Bossfight hin? This is despicable. I have this thirst for blood. In the name of Christ, someone help me! Schrei doch nicht so rum. Help me, Was war das please! gerade? God help! Please help me! War das das Grab unserer Schwester? You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family Nice. for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me.
The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Oh, shit. Abomination. Zum Weg raus. Ich kann den Priester beißen? Wow. Warum sollte ich den scheiß Priester beißen? What have you done? What the fucking hell? Es gibt keine andere Möglichkeit, oder? Hä? Kriegt die auch mal Damage? $120? Achso, die hat mega Blutresistenzen. You left me to rot in this grave. Ist das so? Kiss me again, sweet brother. Jetzt wird's sick. Ultimate wird nichts helfen, ne? Assassin! Aua. Rest in
Wie stark sie einfach ist. Kinslayer! Schon wieder. Wie oft? Ja, bitteschön, da hast du deinen Kuss. Ja, sind beide stark. Klickt unter Familie, ne? You left me to rot in this grave. Come to me, Was hätte ich Jonathan. machen sollen? What the fuck are you expecting? Au. Was? Wie viel? You're a monster. Ja, mir tut das Leben langsam aus, ne? What have you done? Was? Give me your blood, priest. Die heilt sich! Hat die sich gerade geheilt? Final thoughts are just to die. Hat die gerade einen verdammten... Scheiße! Abomination. Kann ich einmal treffen mit meinem Shitmüll? Come to me, Jonathan. Okay. Mann, ey. Kiss me again, sweet brother. Ja, lol. Wie bitte schafft man den Kampf? Rest in peace, monster. So. Fuck. What have you done? Und wie hat die so gelevelt? Dass sie jetzt stärker ist als wir? Kriegt die 10.000 XP fürs aus dem Grab steigen? Das ist unfair. Und da liegt das gute Vampirblut in der Familie auf. Ach komm schon. Kiss me again, sweet brother. So, es reicht. Aua. Raus. Nein, nein. Klar, die versteckt dich wegen dem scheiß Grabplatz. Rest in peace, monster. So, jetzt wie oft? Kann ich mein Ultimate bei ihr einsetzen? Das müsste ja eigentlich gehen. Das war so langsam, aber sie ist halt so schnell. Doch, das geht. Okay, cool. Ja, sie ist ja ultra resistent gegen Blutschaden, ne? Come to me, Jonathan. Daher... Jedes bisschen bringt uns nichts. Au. Ja.
What have you done? Because you spared Sean Hampton, don't expect the same mercy from me. Das weiß sie? Woher weißt du das? Hat das die ganze Zeit beobachtet, ne? Ja, klar, widerstehst du dem? Kiss me again. Aua. Ich bin so... Scheiße. Kein Leben, keine Ausdauer, kein gar nichts mehr. Oh. Ja, das war's dann langsam. Ja. That's it. Fuck. Cool. Von der eigenen Schwester ermordet, die ich ermordet habe. Scheiße, ist die stark. Krass. Die ist uns ein bisschen voraus. Okay. Wir haben 8000 XP. Halte Mary auf. Wir haben 8000 XP. Ich gehe jetzt zurück ins Krankenhaus. Oh nö, jetzt hat er... Oh scheiße. Hab ich vergessen. Es ist wie jeder Rotz jetzt hier respawnt. Oh Mann. Verdammt. Ja, wir gehen nicht einfach zurück ins Krankenhaus, wir prügeln uns zurück ins Krankenhaus. Im Ganzen. Was ist das jetzt für eine Tür? Okay, schau her. Hallo. Na? Und ich finde schon wieder Ecken, in denen ich noch nicht war. Belebende Blutprobe. Ja, klingt gut. Nehme ich. Sag mal, sind wir hier vorher nicht... Ach, das ist hier. Hier ist ein Unterschlupf. Ach. Ja gut, wir müssen theoretisch nicht bis zum Krankenhaus. Oh, weißt du, was ich noch nicht gegen unsere Schwester probiert habe? Schusswaffen. Das wäre vielleicht noch eine Option. Wir könnten hier pennen, weil es eh egal ist. Glaube ich. Ich brauche erstmal ein paar Dinge. Ich habe nichts zum Analysieren. Okay. Lass mal kurz überlegen. Mit den Waffen kann ich auch nichts machen, ne? Ich habe halt kein Griffteil. Immer noch nicht. Ich habe einen Abzug zu wenig, dass wir die Schrotflinte aufwerten könnten. Oh Mann. Das ist richtig bitter. Rest braucht man nicht. Es gibt ja die besseren Sera. Muss ich die ausrüsten? Diese Blutsera kann ich ja noch herstellen.
Weil ich habe mich ja mit den ultra schlechten geheilt. Die muss ich ausrüsten. Okay, das sind nämlich 500 Lebenspunkte. Das macht einen ordentlichen Unterschied. Das ist Ausdauer, 15 Sekunden lang. Ich überlege gerade. Blut bringt theoretisch mehr, oder? Dann haben wir zumindest bessere Heilung noch zur Verfügung. Okay, dann pennen wir die Nacht. Und level mal 8000 XP, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, lass mal überlegen. Unsere liebe Schwester. Gibt uns auf die Mütze. Ich möchte mehr Ausdauer haben. Damit fangen wir an. Das sind mal 2000 XP. Ja. Ich wollte es noch ein drittes Mal machen eigentlich. Soll man das überhaupt? Ja doch, eigentlich schon, oder? Öfter zuschlagen ist immer gut. Kostet halt jetzt schon 1500. Wir sehen uns noch die anderen Dinge an, ja? Blutspeer, 4500. Bringt bei ihr aber zu wenig eigentlich. Sie hat dazu hohe Resistenzen. Wir sollten das Blut lieber zur Heilung aufheben. Und versuchen sie im Nahkampf zu killen, beziehungsweise... Naja gut, mit der Schrotflinte habe ich nur 6 Schüsse. Oder 8. 6 bis 8 Schüsse. Der hier war relativ gut gegen sie. Und damit kann ich ja auch Blut saugen. Den verbessern wir jetzt. Für sehr viele Punkte. Damit kriege ich 5 Blut mehr. Ich finde, das lohnt sich nicht. Dann machst du Stufe 3 und gut ist, weil da gewinnt man nichts Wesentliches mehr dazu. Besser mal die Abklingzeit abwarten, 20 Sekunden, das geht. Ich muss halt davonlaufen in der Zwischenzeit. Unsere Autophagie ist so unglaublich schlecht. Da war das Problem, dass mir die Kosten hochtreibt. Für geringfügig mehr Heilung. Mehr als das Doppelte der Kosten. Das wird halt wieder erst ab dem nächsten dann halbwegs interessant. Da wird halt die Abklingzeit verringert. Ah, Mensch. Barriere bringt bei ihr wenig. Eine Schattenattacke wäre noch so eine Sache. Andererseits, wenn ich mehr aushalte, killt sie uns auch nicht so schlecht. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Option. Grundsätzlich schon mal mehr Leben zu haben. So, wir haben noch 1400 EP. Wir können unseren Biss noch verbessern. Ah, und zwar genau nicht zweimal. Schade. Aber, warte mal. Ich bin von 150% auf 300 drauf. Der nächste Schritt ist 400. Ah. Das ist ja jetzt nicht so überragend. 100, 150, 300. Dann hast du wieder einen Schritt von 200. Irgendwie ist das ein bisschen strange.
Also der Biss würde 600 EP kosten. Gibt es irgendwas um 1000 XP? 1500. Da fehlen mir genau 40 XP. Die Ultimate kostet 2000. So viele Optionen haben wir gar nicht. Wir könnten natürlich noch Heilung durch Biss machen. Die erste geht auf jeden Fall, oder? Es ist halt plus 50%. Es ist halt nicht so viel. Ich nehme lieber dann noch den Bissschaden dazu. Warte, einmal machen wir es. Dass wir wieder 1000 brauchen. Dann nehmen wir dafür Blutaufnahme, ist halt auch nice. Ich habe 800 XP. Also, das sind 5% mehr Heilung. Das ist jetzt noch nichts Wesentliches. Dafür könnte ich mehr Blut aufnehmen. 20%. Ich glaube, das ist immer noch besser als das andere. Dann mal ein paar Rest-XP investieren. Ey, 40 XP hätten gefehlt. Schade. Aber okay. Folgendes. Wir halten ein bisschen mehr aus und haben doch 30% mehr Ausdauer jetzt. Oder warte. Nö, wir sind von 60 auf 100 drauf. Wir haben sogar 40% mehr Ausdauer. Wenn ich jetzt noch Damage machen könnte. Aber nö. Wir müssen leider mit den bestehenden Waffen da durch. Oh nein. Das heißt immer, wenn ich... Oh Gott, jetzt erkranken die ganzen Leute wieder. Oh, irgendwie ist das nervig. Und der Zustand sinkt natürlich. Alter, was? Das ist um 11... Wow. Um 11% gesunken. Wer sind sie nochmal? Ach, das ist die hier. Okay, ja. Es sind etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute jetzt erkrankt spontan. Preis und Waren. Okay, ich muss die Händler mal abklicken. Fuck. Unter 50 sind wir auch feindlich wahrscheinlich, ne? Oh, snap. Okay. Das heißt wiederum, ich darf jetzt eigentlich nicht schlafen gehen. Sonst haben wir ein neues Problem. Ich bin jetzt Level 21, okay. Ich kann jetzt aber dadurch nichts Neues, ne? Jetzt ist noch die Frage... Okay, so weit ist es nicht. Warte mal, welcher Ausgang ist das hier überhaupt? Ist der in die Richtung? I cannot enter. Der ist lustigerweise gesperrt. Und hier komme ich raus. Hier bin ich rein, ne? Unsere Freunde sind natürlich auch alle wieder da. Ja gut, let's go. Die leben gar nicht mehr lange genug, dass ich sie aussaugen kann.
ist jetzt aber auch nicht so toll. Das ist natürlich schlecht. Und so. Wo war ich hier überhaupt schon mal? Was ist denn das für ein Eingang? Mit Ladebildschirm? Wo geht's denn hier hin? Oh oh. Ich wollte das nicht. Stonebridge-Konversation. Jo, Xavi! Ja, hi? Ja, moin? Ja, Tag? Hallo, Raiders? Dankeschön, Dankeschön. Hast du schon Schluss gemacht? Ich wollte eigentlich auch nicht mehr so lange machen. Hallo? Wow. Hallo? Ja, also wir sind hier immer noch im Blutsaugen und wurden gerade von unserer untoten Schwester getötet. Und jetzt töten wir andere, damit unsere Schwester uns nicht nochmal tötet. Und ich bin gerade irgendwo reingestolpert und habe keinen Plan, was hier eigentlich ist. Jetzt gucken wir uns hier noch kurz um, weil wir uns ja leicht ablenken lassen. Um 5 Uhr wieder raus. Ach, so ekelhaft, so ekelhaft. Deine höchste Zeit, ab ins Bett. Au. Darf ich auch mal? Was? Ein Sonnenbrand bei mir? Nein. Nein, nein, das ist das Kopftuch. Das ist das Kopftuch, das färbt ab. Hier ist kein... Mir geht's gut. Nö. Na, weit und breit kein Sonnenbrand. Nö. Das täuscht. Das täuscht. Ich war niemals draußen. Wo bin ich denn hier? Was gibt's denn da? Da ist Zeug. This is Braille. I need someone who can read this. Heilmittel für Blindheit. Ja. Das haben wir irgendwie schon mal gehabt. Ein Schilling? Ja. It's locked. Ein Code. Da schlag ich mir doch in die Brust vor Schreck. Rauchen auch noch. Die Frau tut alles, anstatt zu schlafen. Ich sag's euch. So. Und hier ging's auch noch lang. Was stimmt da? Da hinten habe ich gerade wen gesehen. Ein paar Skals? Was ist das? Unbekannte Tür? Ja, gut. Hier geht's auch noch irgendwo. Wo zur Hölle bin ich hier? Okay, hier gibt's eine Menge Gegner. Jetzt nicht mehr. Neues Sammelobjekt. Rottet die Schädlinge aus. Keine Gnade, keine Ausreden, keine Vergebung. Dies sind die einfachen Regeln, die alle Mitglieder des Clubs mit einer Begegnung von Skals beachten sollten. Wenn sie einen finden, merzen sie ihn aus. Wenn sie vermuten, dass ein Vampir Skals erschafft, melden sie ihn augenblicklich Fergal, Banshir und mir. Skals sind eine anhaltende Bedrohung für uns, da diese verabschauenswürdigen Wesen keine Kontrolle über ihren Appetit und ihre niederen Instinkte haben. Ein Skal sollte nur dann zeitweise verschont bleiben, wenn er uns sinnvolle Informationen für unsere Vorhaben liefern kann. In jeglichen anderen Fällen muss London von diesen widerlichen Schädlingen gereinigt werden. Aus die Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave, Gründer. Dankeschön, das ist sehr weise, Herr Lord Redgrave. Warum gibt es denn hier so viel Untergrund und was mache ich hier eigentlich?
ist noch einer. Okay. Nee, das sieht halt so aus, als wäre noch irgendwo irgendwas versteckt oder so. Kein Loot? Kein Loot, okay. Die hier sind schwächer. Verstehe nicht ganz. Hier ist auch nichts. Hier ist irgendwas. Ein Ausgang. Sonst nichts. Diese Kiste. Ja, gut. Seltsam. Komme ich hier hin? Zum Ladebildschirm. Wer hätte das gedacht? Na gut, immerhin hat unsere Ablenkung jetzt nicht allzu lange gedauert. Das ist schon mal ganz okay. Bam, 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 bam. Stay away! Was willst du jetzt? Last warning! Over there! Zack, zack, zack. Mensch, nee. Nervig. So. Okay, ich bin einfach nur eine Tür weiter. Aber die... I cannot enter. Lol, ich musste hier durch. Okay. Schön. Ich habe sie gar nicht probiert vorhin. Okay, pass auf. Ja, gut. Oh, das sind ja... Das sind ja einige. Oh. Warum brauche ich es manchmal so lange, bis ich meine dummen Fähigkeiten einsetze? Das kostet mich immer wieder so viel Leben. So sinnlos. Also ich glaube, manche so Loot-Behältnisse, die respawnen einfach, damit mir die Materialien nie ausgehen. Da ist die Vermutung. Thirst for blood. So. Pembroke. Geh weg da, Dinge, die im Weg stehen. Kamera nach wie vor mein größter Feind hier. Okay, Freunde. Was mache ich nochmal hier? Ah ja, ich wollte zu den Händlern. Die haben neue Dinge und ich habe da leichte Hoffnungen. Komm schon, Milton, gib mir Dinge. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Ich brauche was. Haben wir was zu besprechen? Nö, sehr gut. Handel. I'd like to see your Ja. Ein Abzug. Okay, damit kann ich die verdammte Schrot zumindest mal aufwerten. Was hat das gekostet? 70. Der Typ, ey, der macht mich arm. Aber der hat halt nur Abzüge. Verdammt. Okay, pass auf, Milton. Dafür bekommst du wieder meinen ganzen Schrott reingepresst. Einfach, weiß nicht, 30 Stück fürs erste. So, bringt 60. Oh, ich habe auch 10.000 Schrauben. Schau mal. Ui, das wird dir gefallen, Milton. Ganz viele Schrauben für dich. Bro, so viele Schrauben. Ist das nicht schön? Da kriegst du 51 Schrauben. Na komm, da kriegst du noch mehr. So. Was haben wir hier? Aluminiumpulver verkaufen. Weiß nicht, machen wir mal 20 Stück. Fragmente. 20 Stück. Federn haben wir auch viel. Och, du Schande. Natrium. Ich kann es leider nicht gedrückt halten. Mal 30 Stück. Ich könnte eigentlich nochmal 30 verkaufen. Ich hole mir jetzt meine ganze Kohle von ihm zurück. Mach mal 40.
So, und hier kann ich 68 Stück verkaufen. Lalalala. Ja, und ihr so? Wie war euer Wochenende? Was geht? Schön, dass ihr reingefunden habt. Sollte eigentlich aufhören um diese Uhrzeit. Doof. Ich will aber noch meine Schwester verprügeln. Das ist jetzt schwierig. Was ist das hier eigentlich? Konnte ich dies nicht mal analysieren oder so? Mit der Werkbank ging nichts, ne? So. Schöne Halskette. Kaufen. Ehering. Ja, sonst sagt er schon, ne? Ich verkaufe jetzt den ganzen Mist. Die schöne Blume verkaufen wir auch. Die Pindose würde ich selber zerlegen. Die Silberuhr verkaufen wir auch. WP. WP. So, okay, Kram ist verkauft. Ich muss noch zu unserem anderen Händlerfreund. Der war irgendwo, glaube ich, am anderen Ende des Krankenhauses. Wie kann man da hin? Bist du respawned? Nein, warum nicht? War das hier? Nö. Natürlich was nicht hier. Du hast immer noch nicht ausgepackt? Okay. Nicht schlecht. Geh in die Kiste ran. It's locked. So, Freundchen. Good evening, Dr. Reed. Der falsche Arzt. Gibt's bei dem was Neues? Ne? Ne? Hallo. Please show me what. Of course. Sag mir bitte, du hast... Der hat gar nichts. Der hat halt einfach gar nichts. Kann ich nicht draufklicken? Okay, mit D geht's. Der hat halt einfach gar nichts. Das war jetzt ja umsonst. Diese magische Tür ist immer noch verschlossen. So, war hier nicht irgendwo mein Fensterchen oder war das hier? Bin so lost hier. Motivation noch nicht gefunden, okay. So, ich darf jetzt auf keinen Fall schlafen, sonst eskaliert die ganze Stadt. Ich glaube, das ist heute der erste Stream, wo wir zweimal geschlafen haben. Und wo wir so ungefähr 5 NPCs verloren haben. The flower is dying. It needs water. Ich habe immer noch kein Wasser gefunden. Ich streife so lange. Ich habe hier nix. Aber ich habe doch was im Inventar. Aber hier ist nix. So, also. Die traurige Nachricht. Für die Waffe habe ich immer noch nichts. Die gute Nachricht, wir müssten jetzt die Schrotflinte aufwerten können. Ja. Ja. Die macht dann über 100 Damage mehr. Und ich meine, es klingt jetzt nicht nett, aber ich würde gerne an unserer Schwester ausprobieren. 6 Teile brauche ich für noch ein Level up. So, pass auf, dann könnte man noch 10% Schaden raushauen. Oder Feuerschaden, der offenbar effizienter ist gegen Vampire. Aha, aha. Ja. Oder chemischer Schaden gegen Menschen. Aber ich habe kein Natriumhydroxid, aber ich habe weißen Phosphor. Und ich bekämpfe doch einen Vampir namens Schwesterherz. Nun, dann haben wir jetzt eine Schrot mit Feuerschaden. Die meisten Vampire sind ja eher so schlecht gegen Schusswaffen, ne? So, das ist jetzt meine ultimative Geheimwaffe gegen meine eigene Schwester. Ich hoffe, die lohnt sich. Haken war immer so nachladen. Ich habe jetzt auch noch XP. Ich hätte jetzt auch... Also ich könnte... Wenn ich jetzt noch eine Nacht schlafen würde, könnte ich noch... Ach, nee. Nö. Nein, machen wir nicht. Nein, nein, nein. Nein. Wir launchen jetzt nochmal direkt zu ihr rüber.
Geben der aufs Maul? Ich meine, theoretisch. Sie hat sich einmal wieder geheilt. Okay. Scheiße, aber passiert. Was wäre denn, wenn ich den Doktor aussauge, bevor sie das machen kann? Ja, hallo Bruno. Guten Abend dir. Na? Auch schon aus dem Wochenende rausgefunden? Wo muss ich lang? Da unten? Doch, ja. Ihr Fluss, da ich lang. Okay. Kann ich jetzt bitte hier durch? It's locked, all right. Muss ich jetzt durch 2 Ladebilder? Finde ich diesen Weg... Wie sind wir vorher rumgeflattert, dass wir hier gelandet sind? Ich will ja gar nicht hier hin eigentlich. Ich will ja eh darauf. Eigentlich muss ich gar nicht hier lang. Eigentlich bin ich doof. Xavi? Hier für dich. Motivation. Nimm sie und setze sie ein. Oh, ich muss kurz was machen. Setz. Au. Sie sinnvoll ein. Das ist nur eine Tasche. Das geht schnell. Glaub mir, du wirst sehen. Einfach mal nehmen. Oben aufmachen. Rauskippen. Fertig. Voll easy. So. Dir geht's gut. Na, wenigstens einem hier geht's gut. Mir geht's auch gut, danke. Meine Stimme hat ein bisschen gelitten, aber sonst... alles fein. Und ich suchte immer noch dieses Spiel, weil... das ist echt nice. Warte mal, warum leben die jetzt hier? Hä? Daneben liegen deren Leichen. Hä? Hä? Sind jetzt alle doppelt hier in Leichenform und in normaler Form? Hallo, ich bin's wieder. So, einfach mal der Blutspur folgen. Das kriegen wir hin. Das sieht gut aus soweit. Ist das eine Abkürzung? Ach, egal. Warte, hier lang? Hier lang. Bin halt noch voll beim Wochenende. Ja, das glaube ich dir. Ja? So, Wochenendmodus, wenn der mal erreicht ist, dann will man da auch schwer wieder raus. Ja, mein Montag war auch jetzt nicht so entspannt irgendwie. So. Leute. Ich brauche jetzt ein bisschen Glück. Und all euer Können. Das wird ein bockschwerer Fight hier. Grimmiger Blick ist drinnen. Let's go. Kinslayer! Hi! Au. Oh, die kann sich drehen? Wie krass ist sie eigentlich? Wie schalte ich auf die Schrot um? Warte. You left me to come to me, Jonathan. Mann! Hör auf, so OP zu sein. Und da war ich dazu. Mann, es sieht nicht beißen. Ich hasse dich auch. Assassin! So, töten wir jetzt den Schweinepriester? Aber wir töten doch eigentlich keine NPCs. Aber dann kann sie sich heilen. Ah, ist das mies. Rest in peace, Monster. Selber Monster. Ja, sie ist cute. Die ist direkt aus der Hölle, unsere Schwester. Habe ich gerade den Wagen zerstört mit meiner Fähigkeit? Au.
away Nurse Crane's mind. You're a monster. Und was hast du getan? Give me your Nein, blood, nein! priest. Lass den blöden... Final thoughts are just to die for. Killt den halt immer, ne? Na gut. You left me to rot in this grave. So, wie wechselt man jetzt nochmal die Waffen? Nicht mit T, nicht mit G. Welche Taste war das? War das Z? Das war Z. Wo ist denn sie jetzt? Ist sie es? Ah, fuck! Verdammte Abomination. Also seid lieb zu euren kleinen Schwestern. Die können echt böse werden. Come to me, Jonathan. You killed me, brother. Jetzt schieß doch mal. Der ist wieder zu blöd zum Nachladen, ich glaub's nicht. Brenne, Hexe. Jetzt kotzt die wieder. Mann, jetzt schieß doch mal! Schieß! Jetzt schieß! Ja! Ich bin zu blöd zum Schießen. Oh, ich habe kein Blut mehr. What have you done? Oh, okay. Warte. Jetzt habe ich dich. Ich habe keine Patronen mehr? Ich habe kein... Ich habe doch jetzt keine 6 Schüsse abgegeben. Ihr habt doch mitgezählt. Ich habe doch jetzt keine 6 Schüsse. Was ist denn mit der Schrot verkehrt? Ja, Rechtsklick. Ja, nö, ist leer. Keine Patrone mehr. Und wo sind sie? Uah. Oh, ich hasse es. Ich treffe sie halt nie. Ja, und dann widersteht sie, wenn ich einmal treffe. What have you done? Need healing. Au. Au. Trifft halt immer, oder? Und widersteht auch immer. Hör auf zu kotzen. Come to me, Das ist Jonathan. eklig. Ah, fuck. Der ihr scheiß Ultimate. Nein, nein. Ich wollte doch nur noch raus hier. Ah! Nochmal. Wir kriegen die. Soll ich den scheiß Priester töten? Mir reicht's mit dem. Wir kriegen die. Sie ist machbar. Ich habe unsere Serien noch nicht eingesetzt. Da geht noch was. Aber jetzt nur so mal. Ich habe doch 8 Patronen. Schrot auf Ende verwenden. Ich hätte halt gehofft, dass die mehr Schaden macht. Muss rauf, oder? Ach, ich schieße immer 2, deswegen... Warte mal, das heißt,
Das heißt, ich habe überhaupt nur 4 Schüsse. Ach so, der schießt beide auf einmal. Ach so. Ja, scheiße. Dann ist ja eigentlich trotzdem total schlecht. Ja gut, das ist jetzt doof. Noch was Doofes. Wir sind gerade gestorben. Das heißt, wir haben jetzt kein Blut. This is despicable. Das ist ein bisschen... Ich muss da kurz, ne? Schaut mal weg. Kacke. Oh Mann. Nee, ich habe circa 4-mal geschossen. Das kommt hin. Ist das die tote Ratte? Das ist die tote Ratte. Da. Okay, das muss reichen. Let's go. Schießen. Das ist ja mies. So. Achso, ich habe gleich die falsche Waffe ausgerüstet. Okay. Mein Fehler. Hi! Nein! Sie hat halt coole Musik, das muss man ja lassen. Come to me, Jonathan. So, und nach ihrer Blutattacke macht sie immer noch eine. Okay, und dann noch eine. Klar. Wie hast du jetzt getroffen, ey? You left me to rot in... Rest in peace, monster. Oh Mann. Okay. Einmal klappt das und dann war's das. So, jetzt aber. Da hast du deinen Kuss. Und nochmal. Au. So, das heißt, jetzt geht sie sich heilen, ne? Okay, erst kotzt sie noch. In der Zwischenzeit heilen wir uns. Ja. Lass den Schwachkopf. Final thoughts are just to die for. Was ist los? Mann, die erwischen uns auch immer. What have you done? Fuck. Abomination. Die Scheiße ist einfach überall. Haha. Und sofort ist der Konter da, aber sofort. So, ich muss dich nochmal aussaugen. Bleib mal stehen. Au. Nein, so. Darf ich auch mal treffen? Sobald die wieder kotzt. Wenn sie kotzt, man kann sie halt nicht. Oh, fuck. Man kann sie bei ihrem Scheiß nicht unterbrechen. What have you done? Jetzt hab ich's. Hasse die Frau. Hasse. Die kann sogar während ich sie beiße ihre Skills noch ausführen.
in peace, monster. So, jetzt aber. Come to me, Jonathan. Nö, du kommst her. Das funktioniert besser, erfahrungsgemäß. Stirb! Nochmal. Das eine Mal hat nicht gereicht. Ach, zu spät. Ich war zu langsam. Au. Jetzt kriegen wir sie. Oh, das war die falsche Taste. Ich könnte jetzt die Waffe wechseln, actually. Das funktioniert auch. Immer sobald es kotzt, kannst du gar nichts mehr machen. Oh, den verpeile ich jedes Because you Mal. spared Unhampton, don't expect the same mercy from me. Come to me, Jonathan. Ah. Ja, lauf in deine eigene Katze. So, darf ich auch mal wieder? Ich hab geschaut. Jetzt ist ihr Einsatz. Da! Rest in peace, monster. Jetzt lad doch mal die scheiß Waffe nach. Na, endlich. Ja, okay, für die einzelnen Schüsse habe ich echt kein Auge, aber uff. Well, brother. It's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Was? Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Was hab ich getan? Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Okay. I will find a cure, Mary. I swear it. Okay. At last, I can forgive you. Krass. Keine Entscheidung? Wird einfach gemacht. Okay, also Schwester umbringen, Schwester nochmal umbringen, Schwester pfählen.
Cutscene? Hallo? Spiel? Musik läuft? Hallo? Kommt da noch was? Hä? Sollte da ein Ladebildschirm sein? Ende der Cutscene? Irgendwas? Hello? Es hat sich nicht aufgehängt. E, F, Enter. Hallo? Wenn ich jetzt das Spiel kille, lebt sie dann wieder? Ja. Toll. Ich stehe im Regen mit meiner Schwester. Hä? Was ist denn das für ein Bug? Hallo, Hilfe. Ich möchte jetzt nicht rausgehen. Oh Mann. Ihr habt einen Beweis, dass ich schon geschafft habe, ja? Nochmal abbrechen. Komm schon, das lässt sich doch irgendwie lösen. Was hängt denn da? Unsichtbares Menü? So. Jetzt bin ich aber gespannt. Asche zu Asche. Heißt es 1 Uhr vor 4 Minuten? Das könnte gut sein. Ah, okay. Well, Ja, brother. komm. Kann ich das abbrechen? It's time to bring this conversation Mit to an end. Leertaste, okay. Forever. Nein, jetzt steh nicht wieder darum. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ach, warte. Ach, ich soll mich bewegen. Ich habe vorhin so WASD gedrückt. Ja, und wo soll ich jetzt hinlatschen mit dir? So im Grab? Zum Lichter? War die Lampe beim Grab? Danke, Spiel, für den dezenten Hinweis, dass ich mich ultra langsam bewegen soll. Ach, Mann. Jetzt wirf sie halt rein in den blöden Sarg. Denkt man schon, hä, was ist denn jetzt verkehrt? Ich kann immer noch stehen bleiben, ne? Aber schön, das gibt coole Screenshots hier. So, schmeiß rein. Dachte mir schon. Na, komm, gib dir den Schubs. Und ihr. Einige Nächte später. Jetzt kriege ich aber ein paar Level-Ups, oder? Einige Nächte nämlich gleich. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Gut. Bin ich zu Hause? Ja. Okay, nice. Was liegt denn da?
Lady Ashburys Einladung. Mein lieber Dr. Reed, ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bald, denn ich muss schnellstmöglich mit Ihnen sprechen. Die Lage im Westend entwickelt sich äußerst schnell und ich bin überzeugt, dass wir alle in großer Gefahr schweben. Die Wache von Priven hat eine große Jagd in London begonnen und seit einigen Nächten suchen und töten ihre Angehörigen aktiv alle Eckern, die sie aufspüren können. Lord Redgrave, der Vorsitzende des Ascalon Clubs, hat mich vor kurzem kontaktiert. Er will Sie umgehend treffen. Sie können nachts jederzeit zu meinem Haus kommen, wenn es Ihnen passt. Wir müssen über all diese Dinge sprechen. Sie hat ein Haus? Okay, jetzt hat sie plötzlich ein Haus. Na gut. Diesem Brief liegt ein offizieller Passierschein bei, mit dem Sie jede Straßensperre und jeden Quarantäne-Kontrollpunkt in der Stadt passieren können. In Freundschaft, Lady Ashbury. Ja, cool, danke. Das war also Kapitel 3, jetzt sind wir in Kapitel 4. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Kapitel 4 dann auch schon das letzte. Ja, geht dahin. 2800 XP. Es lohnt sich halt noch nicht, jetzt nochmal schlafen zu gehen. Außerdem... Okay, das Swansea will quatschen. Und ich müsste noch ein paar Leute heilen, weil irgendwie sind jetzt alle wieder krank. Und ups, das war wohl ich. Ups, das war auch ich. Ich müsste halt jeden blöden Bezirk jetzt nochmal da ablatschen und alle Leute heilen. Das ist halt schon mühsam. Sag mal, uns ist doch jetzt am Friedhof gerade noch einer gestorben. Ach, warte mal, der Friedhofspriester, den gibt's hier gar nicht. Der kann ruhig sterben, weil den gibt's hier gar nicht. Ah, okay, der stirbt, also der stirbt quasi sowieso. Na gut. Aber ich glaube, wir sollten zumindest hier drüben was unternehmen. Oder meinst du, geht sich das noch aus? Kann ich noch eine Nacht schlafen? Ich bin ein müder Vampir, ich möchte schlafen. Sollen wir das probieren? 59%. Ich meine, ja gut. Aber ich glaube, ich glaube, wenn es mal drunter sinkt auf feindlich, ist es wahrscheinlich nicht mehr umkehrbar. Ich finde es halt auch doof. Ich hatte den schon auf gereinigt, dass dann plötzlich wieder alle. Das sind jetzt so. Ey, das sind einfach 5, 6, 7, 8, 9 Leute, die spontan irgendeine Krankheit entwickelt haben. Also diese 9 Leute haben uns 14% gekostet. Rein theoretisch, wir haben 9%, wahrscheinlich ab 50%, ne? Theoretisch haben wir 9% übrig. Die werden jetzt nicht alle auf einmal krank. Ich würde schon noch gerne ein paar Skills verbessern. Und ich würde jetzt halt echt gerne ein Safe Game anlegen, ein zusätzliches, aber das geht ja nicht. Wobei, noch bessere Idee. Wir quatschen erst mit Swansea, dann kriegen wir noch ein paar XP, steigern uns vielleicht auf 3000. Das machen wir jetzt noch, oder? Ich wollte eigentlich gerade Schluss machen. Dachte mir so, Kapitelsprung, nice. Können wir mal aufhören für heute. Andererseits habe ich jetzt noch Bock, das so XP auszugeben. Schauen wir mal, was der zu vermelden hat. Jonathan, old chap, how are you tonight? I've seen little of you of late. I was conducting research in my room, away from the nightly routines. Of course, of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Ja, was geht so? What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. Oha. The only blessing is that they are contagious for a shorter period.
Tell me more about the violence. Geoffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Prewen patrols exterminate every Skal and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. Verstehe. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Natürlich. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. Aha. Aha. Ein Einzelgänger. Das schon, ja. Wow. Es hat bis Kapitel 4 gedauert, dass wir den ersten Hinweis zu ihm hier bekommen haben. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. Okay, cool, ciao. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. Tja. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is, nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Ja, wir sind halt cool. Thank you, Edgar. Ich We shall mich speak auch again einladen. later. Na gut, das gab jetzt 45 XP. Der ist unsere Zeit nicht wert, der Doktor. Hat er irgendwas Neues rumliegen oder so? Nö, da tut sich nichts. Schade. Schade, schade. Ach so, eine Idee noch. Blick auf die Map. Es gab jetzt aber zumindest keine weiteren Ereignisse, ne? Ich würde das schon gern machen. Ich probiere das jetzt. Wenn es nicht klappt, dann sind wir halt lost. Hilft nichts. Ich probiere das. 2900, das ist so eine blöde Zahl. So. Okay, pass auf. Stufe 9, Stufe 10. Die Gesundheit könnte ich mit 4000 voll machen. 2000. Für einmal mehr Gesundheit. Für 3000, die wir nicht haben. Okay. Ginge das hier. Der Blutspeer möchte 4500. Die Autophagie war irgendwie so, ne? Das Ding möchte 2000. Macht 100 Schaden. Das ist halt irgendwie jetzt nicht so krass. Aber andererseits, ich sollte es vielleicht sogar... Und vor allem, es tötet ja jetzt die höherstufigen Gegner nicht mehr. Komm, wir machen das einmal. Und dann... haben wir natürlich nicht mehr genug dafür. Könnten aber noch den Biss unter der Blut steigern. Warte, ich habe 900. Ach, das kostet 1000. Plus 60% Blutaufnahme. Komm, wir können uns auch einfach ein bisschen Heilung durchbeißen. Dann haben wir das auch sinnvoll investiert.
Beißen tun wir ja öfter. Ich habe kurz überlegt. Aber was bringen 10% Kugeln bei 8 Kugeln? Dann kriege ich 0,8 Kugeln mehr. Ja, lol. Das ist irgendwie schade um die ganzen EP. Also wenn wir später mal wieder zu viele rumliegen haben, kann man das schon noch nachziehen, aber... Ich würde gerne mal das so ein paar... Irgendwas mal voll machen. Den Blutspeer zum Beispiel. Beim nächsten Mal... will ich da weiter leveln beim Blutspeer. Achso, nein, nicht verwerfen, bestätigen. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. War das alles? Damit kann ich leben. Ja, ob jetzt die Hälfte krank ist oder... Okay, 53%. Gut. 3% hätten noch gefehlt. Nice. Gut. Ja, war knapp. Gut, dass ich hier noch nicht war. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal erstmal die ganzen Bezirke ablatschen und sämtliche Leute mal heilen. Oh. Uff. Das wird ein bisschen anstrengend, glaube ich. Viel Spaß, ja, danke. Ich glaube, ich mache mir eine Liste. Da habe ich schon 3-mal Erschöpfung. Erkältung. 2-mal Erkältung. Nochmal Erschöpfung. 2-mal Blutarmut, nochmal Erschöpfung. 6-mal Erschöpfung. 3-mal Erkältung. 7-mal Erschöpfung. 8-mal Erschöpfung. 4-mal Erkältung. Noch 2-mal Erschöpfung. Noch 3-mal Erschöpfung und noch 10.000 Erkältungen. Okay, das heißt, ihr habt jetzt mitgezählt, wir brauchen Medizin in Massen. Ich habe 6-mal Erschöpfungsdingens. Ich glaube, ich brauche doppelt so viel. Ich mach mal auf 15, ne? Das sollte reichen. Oh, wir haben hier noch was Neues. Ah ja, stimmt, die von unserer Schwester, ne? Nice. Jetzt kann ich das bessere Blutserum machen. Nice. Cool. Also, Erschöpfung hat man oft und Erkältung hat man auch sehr oft. Kopfschmerzen hat man nicht so oft. Migräne habe ich ein paar Mal gesehen. Bronchitis eigentlich gar nicht. Blutarmut hat man auch mehrere. Blutvergiftung, Lungenentzündung und Neuralgie habe ich nicht gesehen. Okay. Bei den Waffen geht nix. Haben wir noch was Schönes gefunden? Die Pillendose hier, die ist nützlich. Das Zeugs habe ich. Die nehme ich auch. Rest brauchen wir gerade nicht. Joa. Ausrüsten. Ausrüsten, ausrüsten. Blutserum auf das Bessere. Gut. Das heißt, das eine Serum füllt jetzt mein Blut sogar vollständig auf. Und ich habe 1110 Leben. Das ist eigentlich schon ganz viel. Ja. Gut, Leute, wir machen jetzt aber trotzdem Schluss. Ey, ich spiele schon wieder 5 Stunden hier. Aber wir haben Kapitel 3 durch. Nice. Ich hoffe, er hat das jetzt auch gespeichert, was wir gecraftet haben. Ich glaube schon. Also so eine Speicherfunktion wäre schon mal ein Ding. Zumindest im Safe House und so. Naja. Gehen wir mal davon aus, dass das passt. Leute, gute Nacht.
Danke fürs Zuschauen. Morgen geht es wahrscheinlich mit Photoshopping los. Ich weiß nicht, wann wir wieder zum Vampirspielen kommen. Hoffe bald. Wirst du später dann sehen? Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jetzt erstmal ins Bett. Xavi, sag mal, du bist ja immer noch auf. Was ist da los? Mensch, wir gehören ins Bett. Beide. Komm, schlafen. Gute Nacht, gute Nacht. Schlaft alle gut, habt eine schöne Woche. Bin hellwach, okay. Ja, ich leider auch. Meine Stimme sagt so das Gegenteil, aber naja. Erstmal munter werden, okay. Vielleicht doch nicht mehr hellwach. Ja. Leute, gute Nacht, gehabt euch wohl. Bis bald. Bye, bye.